Ton sollte man machen. Hallo, hallo, hallo. Willkommen zurück. Die Pause hat wie immer etwas länger gedauert als erwartet. Ich glaube, die Lautstärke so dürfte reichen im Vergleich. So, wir sind heute im neuen Jahr. Kann ich noch was einstellen? Okay. Im neuen Jahr mit einem neuen Spiel unterwegs. Ähm, Dieses Jahr soll es ein bisschen anders laufen, dass wir mit festen Streamtagen auch feste Spiele machen. Mal schauen, ob wir das so hinkriegen im Verlauf des Jahres, wie ich mir das vorstelle. Ähm, Den Anfang machen soll Greedfall. Ein Rollenspiel aus dem Hause, habe ich schon wieder vergessen. Aus dem Hause, nein, wo ist denn Steam? Da. Aus dem Hause, Shopseite. Shopseite ist immer gut. Aus dem Hause Focus Entertainment. Das ist der Publisher. Auch schon etwas länger auf meiner Liste tatsächlich. Und jetzt wollen wir das Ganze mal angehen. So, ich werde das so mit so einer Mixtur aus Maus und Tastatur und Controller wahrscheinlich spielen. Ja, Schwierigkeitsgrad. Dieser Modus ist natürlich eine ausgewogene. Okay. Ich würde sagen, dann schieben wir das mal auf schwer. Also, Ziel ist es, das durchzuspielen. Bis MechWarrior 5 dann das neue DLC hat und dann spielen wir das auch nochmal. Genau. Lasst uns reingehen in diese interessante Welt. Mal schauen, ich muss das wieder neu lernen. Ich habe das irgendwann mal gespielt gehabt. Could you stand a little taller, just a tad? Like this? Yes, yes. The chin a tiny bit lower. Gaze a little more to the right. There! Now, hold the pose. Ja, das sind wir. Ich denke mal, wir spielen zur Abwechslung mal als Mann. Spielen wir mal als wir selbst sozusagen. Wir werden wahrscheinlich nicht so eine wunderschöne Körperfigur hinkriegen, wie wir selber sind. Haben wir einen Bart wenigstens? Ja, gut, der Bart passt schon mal. Ich würde fast sagen, das passt noch am ehesten. Was denn so viele große Augenbrauen? Bisschen unscharf alles. Nur den unscharf. Also gut, dass du es sagst. Warte mal ganz kurz. Eigentlich sollte das doch auf 1080p laufen. Okay. Wenn das Spiel ist nicht das hochgestochenste Spiel dieser Erde, aber unscharf sollte es eigentlich nicht sein. Ist das jetzt besser? Mal währenddessen gucke ich mir mal die. Ah, da kommen wir dem Ganzen doch schon näher. Dann werden das wohl diese Augenbrauen. Ich bin ein weißes Etwas. So, und da meine Haare schon anfangen gräulich zu werden, machen wir das mal, würde ich sagen. So, gibt es Einwände dagegen? Gut, dann brauchen wir nur noch die richtigen Haare. Ja, nee, so schlimm. F5 wirkt wohl. Ist klar. Ich habe es jetzt mal versucht, auf 1440p hochzustellen. Sollten da mal ein paar Frames fehlen, sagt mir bitte sofort Bescheid, damit ich es wieder runterstelle. Wir versuchen das mal mit dem neuen Internet. Wow. Schöne Frisuren hat man hier tatsächlich. Die würde mir auch gefallen. Mm,
Nee, das ist mir ein bisschen zu lang, auch wenn das natürlich so in diesem Piraten-Setting und so schon eine coole Sache ist. Und so viel ich weiß, sind wir ja auch irgendwie sowas Adeliges, sonst würden wir kein Bild von uns haben. Nee, das passt nicht. Dann würde ich sagen, eins, zwei oder drei. Eins, zwei oder drei. Was meint ihr? Was passt am besten? Währenddessen kümmere ich mich mal um die Augenfarbe. Grün-braun, das wissen wir ja. Also der hier. Ja, das ist eine coole Augenfarbe. Weiß. Naja, vielleicht für den zweiten Playthrough. So. Ja, so, passt. Der Chat hat keine Meinung. Okay. Hm. Dann würde ich das nehmen. So. Okay, was haben wir noch? Fähigkeiten. Wähle die Fähigkeiten, mit denen du beginnst. Sie sollten zu deinem Spielstil passen. Der Fähigkeitenbaum ist freigeschaltet. Während du im Spiel fortschreitest, kannst du weitere Fähigkeiten anderer Archetypen freischalten. Okay, also, wir können kriegerisch sein. Das Profil ist auf Nahkampf spezialisiert. Dann haben wir zu Beginn schwere Einhandwaffen, Einhandklingenwaffen und Schusswaffen. Wir gehen auf Kraft und Ausdauer. Empfohlene Talente sind Handwerk und Stärke. Okay. Dann haben wir strategisch. Dieses Profil ist auf Schlachtfeld, Kontrolle spezialisiert, was auch immer das heißen mag. Fähigkeiten zu Beginn ist eine Elementarfalle, Schusswaffen und Einhandklingenwaffen. Okay, Fallen mitten im Kampf stellen oder was? Okay. Genauigkeit und Beweglichkeit. Und Wissenschaft und Schlossknacken als empfohlene Talente. Und dann haben wir den Magier. Dieses Profil ist auf die Verwendung von Angriffszaubern aus der Distanz spezialisiert. Fähigkeiten zu Beginn ist ein göttlicher Magiering. Göttlich klingt jetzt irgendwie eher so wie heilig, aber okay. Stasis und schwere Einhandwaffen. Dann haben wir empfohlene Attribute dazu. So, hat der Chat Meinung? Wenn er schon keine Meinung zu Haaren hat. Oder vielleicht welche zur Anfangsklasse. Ich tendiere auf jeden Fall zu Rot oder Blau, Lila, Blau, was auch immer das sein soll, irgendwas dazwischen. Ich glaube, wenn ich mich richtig entsinne, ist es sowieso so, dass man langfristig sich in jede Richtung entwickeln kann, um so irgendwas zu basteln, auf das man Bock hat. Blau. Also, wir haben die Frage geklärt, es ist nicht lila, es ist blau, okay? Ja. Dann gehen wir mal auf magisch. Also sind wir ein Magier. Ja, ich glaube, mit dem Outfit könnte man das durchaus sein. Passt ganz gut. So. Wähle ein Attribut, in das du deinen ersten Punkt investieren möchtest. Es sollte zu deinem Spielstil passen. Okay, was haben wir denn zur Auswahl? Einmal Kraft. Stärkt alle nah Nahkampfangriffe. Attribut benötigt, um die besten Ein- bzw. Zweihandwaffen, zweihändigen Schlagwaffen zu führen. Okay. Beweglichkeit erhöht sämtlichen Nahkampfschaden und die Zornerzeugung. Attribut benötigt, um die besten Einhandschwerter Zweihänder zu führen. Schlagwaffen. Sind das dann die Schwerter oder? Okay. Müssen wir dann mal schauen, falls wir doch noch ein bisschen in die Mischrichtung gehen wollen, Kampfmagier. Dann verstärkt alle Zaubersprüche. Attribut wird benötigt, um die besten Ringe zu tragen. Die Ringe scheinen also das Schwert respektive Schusswaffenersatz zu sein für den Magier. Willenskraft erhöht die maximalen MP und die Zauberdauer, also Mana-Punkte gehe ich mal davon aus. Attribut benötigt, um die besten Amulette und Halsketten zu tragen. Genauigkeit verstärkt alle Schusswaffen und alchemistischen Präparate. Attribut benötigt, um die besten Schusswaffen zu tragen. Für die maximale LP und das Gleichgewicht. Attribut benötigt, um die schwersten Rüstungen zu tragen. Magier sind ja eher nicht so dafür bekannt, schwere Rüstungen zu tragen.
würde ich fast sagen, wir fangen mit der mentalen Kraft an. Dass wir erstmal mehr Schaden machen. Okay. Hatten auch nur den einen Punkt, offensichtlich. Gut. Dann haben wir noch ein Talent. Attribute und Talente. Okay. Wähle das Talent, in das du deinen ersten Punkt investieren möchtest. Entwickle dann deinen Charakter so, wie es dir gefällt, während du Quests abschließt. Okay, ja, ist klar. Charisma reduziert geringfügig die Preise der Händler. Okay. Stärke. Möchte bestimmte schwierige Passagen zu durchqueren, für die Gleichgewicht benötigt wird. Handwerk, grundlegende Waffen- und Rüstungsverbesserung und Intuition. Da kriegt man mehr Zutaten von Objekten durch Sammeln und Plündern. Schlossknacken ist immer nice. Das braucht man eigentlich auch irgendwie in jedem Spiel, oder? Mm. Ich würde fast sagen, wir sind ein charismatischer Adliger. Wir versuchen es mit Worten. Okay, Spiel starten. Ja. Auf, Just auf. a few more minutes. You have such an incredibly singular face. That's a compliment, my lord, out of my mouth. Your particularity gives you character. You're still here? We've nearly finished. Have you any more need of me, Master? You haven't forgotten that we're setting sail today, have you? Of course not. Your cousin is nowhere to be found. I've searched the palace from cellars to attics. Your uncle is beside himself. He was of a mind to paint the town last night. Don't worry, I shall track him down. Make care to your own preparations without wrinkling another frown. We'll meet you on the boat. It's about time your cousin took account of the responsibilities awaiting him. He should go and inform the ambassadors of Teleme and the Bridge Alliance of his departure. Have no fear, Master. I will go and see them in his name. I beg your pardon, but urgent matters call me away. Might we finish all this later? Impossible, my lord. You are leaving with the tide, if what I've been told is correct. I am sorry, sir. Truly, I must be going. My lord, please, I beg you. Her Highness has personally requested I finish this. Oh, thank you, cousin, for getting me out of that. Tja, offensichtlich waren wir gar nicht so begeistert davon, herumzustehen. Der Kompass, der in der Mitte des Bildschirmrandes zu sehen ist, zeigt wichtige Orte und... Okay, das heißt, wir müssen irgendwo in diese Richtung. Na dann, watschen wir mal los. Schauen wir mal gucken, ob wir gut geworden sind. Können wir mit arbeiten, würde ich sagen, ne? Gut. So, können wir hier schon irgendwas Lustiges... Upsi. Ja, offensichtlich können wir schon lustige Dinge drücken. Waffe wechseln. Was ist denn unsere Nahkampfwaffe? Ein Hammer. Nette Sache. So. Dann, wie gesagt, den Anfang habe ich schon mal gespielt. Das heißt, was jetzt passiert, weiß ich soweit noch. Genau. Green blood. Kurt. And so the day has finally come. My royal fledglings are leaving the nest. Accompanied by their most loyal and tenacious master of arms. As loyal as your goal. Oh, enough with the cold mercenary. I know you like us. Still hiding your men in the unsuspecting shadows of the greats of this world, I see. Hey, our blades are the only thing keeping you dainties alive. Kurt, I'm not in need of your protection. I'm no longer a child, you know. Is that so? Well, let's see. Große Fight Worte. with honor. Okay. Wenn ich jetzt die Waffe wechsle, dann... Ach, so eine Art Kampfsystem ist das, ja? Okay. Das war ja einfach. You defend yourself well, Green blood. What might think you are, Master of Arms? The best.
You already training for your new post of legate? Don't tire yourself. Flattery'll get you nowhere. But for the fight, you have remembered your basics. Your performance just got you out of a final lesson. Unless you want to go through the paces again before we depart. Nein, wir lernen das, glaube ich, unterwegs. Das No, passt schon. thanks all the same. I've quite a few tasks to check off my list before we depart. And here you are already assuming your political functions. And in a hurry. Always too busy. Very good. If you ever want to go over your basics later, visit one of our barracks on the Isle. You'll always find a training partner to give you a friendly fight. I'll remember that, thanks. Are your bags packed for the great departure? Yes, you know I get by with very little. You're not angry that I'm coming with you, I hope. Game Freak. Auf den ersten Blick hätte ich das Game für Assassin's Creed gehalten. Ja, so ein paar Anwandlungen vom Kampfsystem haben sie, glaube ich. Wir sind ja Diplomat und charismatisch, also. On the contrary, I'm thrilled that both you and Sir de Cossillion are joining our party. A few friends at your side in unknown territory is a boon. Ah, so the old goat is coming too. And there I was thinking I would die of boredom on the trip. By the way, where is our future governor hiding? I was hoping to put his skills to the test as well. I have no idea. He had plans to celebrate his departure last night, and we haven't seen him since. You know Constantine. I should have gone with him, but my heart wasn't in the mood for celebration. The thought of bidding my mother farewell. It is never easy to say goodbye. But you should be going to see her now. She must be waiting for you. I'll meet you in front of the palace. Then we'll go and find Constantine together. Very well. I'll meet you as soon as I've said my goodbyes. Gut, dann werden wir wohl mal uns von unserer Mutter verabschieden, wenn ich mich recht entsinne. War das irgendwo oben? Naja, sehr gut. Sprinten. Ups, taktische Pause. Was habe ich getan? Die taktische Pause unterbricht das Spiel und ermöglicht es dir in Ruhe, deine nächste Aktion auszuwählen. Ah ja, ja, okay. Ich könnte jetzt einfach mal einen Basisangriff machen. Und dann wieder Pause drücken und noch einen. Gedacht, das ist natürlich für sowas wie diesen Stasis-Zauber, wo ich noch gar nicht weiß, was der Tolles kann. Gut. Ach nee, war doch nicht oben. Siehst du? So viel zum Thema, ich kenne den Anfang. What is this? Oh. Have you not been taught to knock? I've asked 1,000 times. Oh, it's you, my dear child. Mother, I'm sorry. I'm having trouble getting used to your condition. Come now, let's speak of more pleasant things. I'm so very happy to hear your voice. You remind me so much of your father. I do miss him so. Today is the big day, isn't it? Ready to set sail for that island everyone's talking about. Yes, but the idea of leaving you behind, alone and ill. Dying, my child. Alas, there is nothing you can do by staying that would ease my suffering. One thing brings me cheer. They say the island is full of miracles, and we might find a cure. Even if I were to find it, I would never be able to return in time to... I know. But it brings me comfort to know my son has left on a mission to heal his people. Come now. It is time for you to take leave. Here. Take this with you. What is it? A family heirloom. Something that... Take it and keep it with you. May it bring you good luck. All my blessings go with you, my child. Now, be off. Die Gute sieht wirklich nicht mehr ganz gesund aus. Eieiei. Also wir wissen also schon mal, dass hier irgendeine Krankheit herrscht, die viele erwischt. Und hübscher Hut. Wo kommt der denn auf einmal näher? Wenn wir den Bart jetzt nicht hätten, erinnert euch an die Charaktererstellung, beziehungsweise
da, links, hat er auch irgendwie so ein Mal, der Charakter. Wo mir zumindest auch noch nicht ganz klar ist, haben wir hier irgendwie Werte? Werte ist ja alles gut und schön. Okay. Wo die herkommt und so weiter und so fort. Fähigkeiten gibt es auch noch. Mhm. Gut. Wird uns alles wahrscheinlich noch erklärt. Wir laufen jetzt erstmal weiter und gucken erstmal, was das Spiel für uns so bereithält. Schick. So, frametechnisch können wir die 60 halten. Das ist gut. Dann gehen wir doch mal zu unserem Waffenmeister. Kurt heißt der Gute. Sorry, Greenblood. Look, we can see the masts of the ship that'll be taking us. This is one sacred adventure we're embarking on. I hope this island will keep its promises. In order to know that, we'll need to find Constantine first. You're right. True. Maybe he's already at the port. He was so eager to leave. This will be quite the chore to finish before our departure. The commander wants to recover some merchandise from our supplier, but the transporter doesn't want to deliver. I did all I could to persuade. Nothing came of it. All the parliamenting fatigues. But this is your domain. I wouldn't say no to a little help. Of course. Where is the supplier? In the lower boroughs, near the port. Right then. We'll put it on our list of visits. Gut, wir haben jetzt Kurt mit uns dabei. Beziehungslevel verdächtig, Fraktion Groschengarde. Okay. Er ist ein Nahkämpfer. Gut, okay. Damit können wir soweit erstmal arbeiten. Dann nehmen wir den Guten erstmal mit. So, haben wir irgendwie eine Art I've been asked to pay Karte? visits to the ambassadors of Thélème and the Bridge Alliance before our departure. Their dwellings are not far from here. We could go there first. Very well. Do you think Constantine will be waiting for us next to the ship? I don't know, but it's certainly worthy of inspection. Aha. Also, die Handelswache ist eine Nebenquest und benachrichtige den Botschafter der Brückenallianz über deine Abreise. Okay. Können wir das irgendwie auf der Karte anzeigen? Ja, mega hilfreich. Okay, dann müssen wir einfach mal schauen. Das Brokatviertel. Ach du Scheiße, die sind tot. Das ist ja ungesund. Oh. Wow, 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 my friend. Na, 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 na. Aua. Ich wechsle einfach die Waffe. Hm. Aua. Things are about to get dicey. Hm. Da ist ein Heiltrank. Wounded. Also wirklich. Also ich habe irgendwie das Gefühl, es würde es leicht lecken. Wir werden mal ganz fix das mal eins runterschubsen. Ja, wahrscheinlich sieht man nicht wirklich viel Unterschied, aber für mich dürfte es deutlich smoother laufen. So, Goldmünzen 3, damit können wir arbeiten. Das andere habe ich jetzt schon wieder vergessen, aber ihr werdet mich bestimmt gleich daran erinnern, was das war. So, wer waren diese Leute und warum zum Henker haben die uns angegriffen? Waren das einfache Banditen? Könnte gut sein. Nun gut. So. Ah, guck mal, eine Truhe. Goldmünzen, Gegengift, giftige Falle, Munition.
Gesagt, verzweifelte, verarmte Bürger. Das könnte auch sein. Die raube ich jetzt auch noch aus. Oh, ein verschlissener Dreispitz. Tab-Ausrüstung. Habe ich gerade noch gesehen, bevor ich eilig gedrückt habe. Ah, hier ist ein Ausrufezeichen. Schön, dass die reine Rüstung schlechter ist davon, obwohl er grün ist als Farbe. Ja, dann behalten wir den wir haben. Gehört, ich glaube, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Lass uns mal zurückrennen. Man irgendwie... Ah, mit A gedrückt halten kann man rennen. Schau mal, einer guckt. Gut, dann haben wir uns die Bonungs-XP mitgenommen. Hier geht's noch lang. Geht's uns noch irgendwo lang? Da hinten aus der Gasse kam. Her kann ich deine Rüstung kriegen. Hübsch. Sieht ziemlich viel cooler aus als meine, muss ich sagen. So. Demnach geht's dann wohl hier lang. Weltkarte. Gibt's irgendwie eine Bereichskarte? Ne, nur die Weltkarte. Das ist irgendwie unpraktisch. Okay. Dup, 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 dup. Alter, das sieht echt nicht gesund aus hier. Guck dir das an. Leichentücher. Die sind alle tot. Die sind auch nicht mehr weit davon weg. Das ist die Preisfrage, wenn der Mist ansteckend ist, dann war es vielleicht auch nicht so lustig, dass wir unsere Mama geküsst haben, ne? Eieieiei. Indem du... Ah! Jetzt ja. Eine Insel. Okay. Das heißt, wir können hier lang gehen, wir können da lang gehen und da ist die Nebenquest. Nee, da ist die Hauptquest. Und hier unten sind noch ein Haufen Fragen. Ah, okay. Das ist doch gleich viel besser. Damit können wir viel besser arbeiten. Na, dann gehen wir jetzt runter, links, rechts und dann rechts. Na dann los. Aha. So, streamtechnisch habe ich noch keine Fehlermeldung bekommen. Oh, hi. Sprich mit Passant. Okay. Sire, I'm sorry. I'm afraid that I won't make for good company. Der Klassiker. Dann mal hier durch. Lass mich raten, die werden auch wieder angegriffen? Nee, das ist nur ein Tor. Okay. Es brennt. Ach, die verbrennen die Leichen. Ja, nice. Alles klar. Ich merke, der Ton ist ziemlich düster. So, und dann müssen wir hier hoch und dem Botschafter Bescheid sagen, dass wir uns verkrümeln. Hi. Your Excellency, Lord de Sade, I have been told that you were named legate. Congratulations. Those are great responsibilities for someone as young as yourself. But you will bring honor upon your family and the congregation. Of that I'm certain. I thank you, Excellency. I've come here to inform you of our departure for Tirfredi. My cousin Constantine is about to take up office as governor of New Serene, and I'm accompanying him. I had no idea you would be leaving so quickly. What a shame. I had thought... Well, then, that is a pity. Have a pleasant voyage. A brilliant future awaits you. They say that it is a marvelous island. Please convey to your cousin my congratulations and sincere wishes for success. You seem slightly hesitant. Please, tell me what troubles you. A rather unscrupulous individual has been sowing trouble in Serene. A charlatan passing himself off as an alchemist. Do people actually give credence to these lies? Alas, yes. They snatch up his celebrated panacea. Remedies worse than the ill, believe me. As you can well imagine, alchemists are our pride. This vulgar trickster casts dirt upon their reputation and our own at the same time. In any city of the Bridge Alliance, we would have arrested him. But here, we respect your laws. I shall see what I can do, but make no promises. My departure is imminent.
I thank you, Excellency. And I am pleased to see you have taken so well to your new functions of diplomacy. The man operates in the city center. He is said to be clever and mean. Be careful. I need to be going. Okay. Goodbye, Excellency. Goodbye. Sollte der Lord nochmal eine Desade. wichtige Rolle spielen, dann können wir ihn noch ausfragen, aber wir scheinen ihn ja zu kennen. Und demnach sind diese Fragen wohl kaum in Character. So, jetzt sollen wir hier drüben noch hingehen. Also hier lang. Flitz, flitz, flitz. Flitz, flitz, flitz und ab hinein. Ach ja. Good day, Excellency. Sir Desade, to what do I owe the Der ist pleasure? gesund. I have come to inform you that my cousin Constantine and I are departing for Tirfredi on the hour. Ah, yes. I did indeed hear talk that you had both received callings of greater stature. Allow me to congratulate you. Were you not named legate of the congregation? You are correct, Excellency. I thank you. It is a station of great honor that I am sure you will fill with brio and panache. The Mother Cardinal Cornelia will be enchanted to work with you and your cousin in the future. I only regret that your departure is so sudden. Really? To be entirely honest with you, I was hoping to solicit your help in a rather delicate matter. Tell me more about it, and perhaps I can take care of your problem before my departure. Very well. A small group of dangerous heretics has found refuge in Serene. We know that your uncle tolerates the presence of all pagans within the city walls. But these particular non-believers threaten the fragile harmony of this place. We would consider it a tremendous favor if you would arrest them and deliver them to our guard. Heresy is not a crime in Serene. You do know that. But I'm sure my uncle would hear your arguments. Why call on my intervention? The prince would indeed give us his blessing, but it would take time. Far too much time. For according to our sources, these fugitives have already made contact with a smuggler to take them who knows where. I see. You're hoping that I'll be able to do something before they make it to an enemy city. If your heretics are planning on boarding a ship, then they must be in the dockyards. I'll look into this and see what I can do. I must be going. Farewell, Excellency. Dann haben wir jetzt nochmal 2 extra Aufgaben. Guide you, Desade. Und dann gehen wir erstmal wieder raus. Verschaffen wir uns mal kurz einen Überblick. Verhandle mit dem Lieferanten, finde den Quacksalber und stelle dich Captain Vasco vor. Gut, da das auf dem Weg liegt, würde ich sagen, wir verhandeln mal mit dem Lieferanten. Milady. The merchant is there. Die Gesichter sind immer wieder so. Also manche sehen ja, ne, so wie sie, ganz normal aus, aber die diese Krankheit haben, puh. Merchant ist sehr. Halt, Moment. Wow. Bin ich jetzt dran vorbeigelaufen? Ja, natürlich. Da ist er ja. Ob du ein Time Limit hast mit den Quests, ist eine gute Frage. Nicht Audio, Video gibt es hier irgendwie. Das könnte das Problem schon sein. Okay. Good day, good sir. How might I be of service? Oh. You can start by explaining to me why you refused to honor the orders agreed upon with the guard. There's been a misunderstanding, sir. Of course we're ready to honor the orders. In fact, I've already had a word with your master-at-arms.
They're asking that we pay again, despite having already paid. It's just that the price has gone up since. I've nothing to do with it. This is inadmissible. If you agree on a sum, you need to honor that agreement. I'm sorry, sir. I'm just an agent. And I'm only obeying orders. Okay, ich würde sagen, wir bezahlen ihn mal, fragen ihn mal, wessen Order, also wessen Orders er befolgt. Your master apparently asked you to demand a second payment for this merchandise. That's right. He told me that their attendant seemed to be hiding something when he passed the order. And so he must have thought the guard would end up paying in the end whatever he asked for. I'll be damned. And I'm the one they've sent to settle the affair. Sorry, Captain. It's nothing personal. I'm only following orders. Following orders. Yeah, we hear you. Makes one wonder which one of the two of us is a coin guard. Why don't we go and solicit other suppliers, Kurt? When we've already paid for the merchandise? If these thieves agreed to reimburse the original payment, it's what we do immediately. And do know, in the future, we won't be shopping with them. Well, I should think not. This whole story sounds suspicious and stinks of a scandal. You're demanding a second payment but refuse to reimburse the one that was already made. I'm not the one demanding nor refusing. It's my master. This stuff Kann man sich is alle schön pushing me to madness. You understand now why I'm asking for your help? Ich kann ihm drohen, ich kann mein Charisma benutzen. 75% Trefferwahrscheinlichkeit. Ja, also wenn wir schon charismatisch sind, würde ich sagen, wir benutzen das auch, oder? I don't think you understand who you're dealing with. Perhaps I failed to present myself properly. Lord de Sardet, nephew of the Prince d'Orsay and legate of the Congregation of Merchants. During our conversation, you explained to me that your master forced you to commit a crime. That's regrettable, especially as you will be considered his accomplice in extortion, theft. You know as well as I that the congregation does not tolerate such illegal activities. But I'm only obeying orders. That is a shame. Well, as orders are the only language you seem to understand, I order you to return the guard the merchandise without delay. Unless you'd rather your master is hung and that you finish your days in prison. As you request, my lord. I shall go immediately and ask that these crates be delivered to the attendant. Now that's a wise decision. Thank you. I was beginning to think this would never end. You're certainly honoring your new title. Bravo! The quartermaster must be expecting us. Ich würde sagen, haben wir gut gemacht, oder? So. Dann gehen wir mal zum Captain und schauen mal, ob unser Bruder da ist. Denn ansonsten müssen wir den ja auch noch in der ganzen Stadt suchen. Dass der Kranke noch arbeiten darf, ja. Also die müssen tatsächlich glauben, dass das nicht ansteckend ist. Weil, ich meine, ne? Die laufen hier ja alle rum. Und jetzt denk mal an Corona. Wir durften keinen Meter machen. Das ist auch vernünftig, wenn es ansteckend ist, ne? Also. Interessant. So, habe ich mich wieder erfolgreich verlaufen? Nee, ich habe es noch nicht aktiviert. Okay. So, wo ist er denn? 19 Meter. Also ist er da unten. Mit dir spreche ich auch gleich noch. Du scheinst wichtig zu sein. Lively there, lads and lasses! I promised the merchants and their prince we'd be off before the tide. You, man, carry that properly. That porcelain is worth more than your life. For some children, we'd be best to refuse. Captain Vasco. And you are? I'm de Sardet, the prince's nephew. If all is in order, we will soon be embarking on your boat. It's a ship, not a boat. Apologies. Apologies for my asking, but the young governor isn't with you. He didn't come home this morning. I need to find him before departure. I hope nothing's happened to him or he hasn't changed his mind. The tide does not wait.
Perhaps he simply celebrated his imminent departure with a little too much enthusiasm. Is everything ready? We're short a crew member. The cabin boy is missing. But have no fear, we will leave without him if he does not present himself before the tide. Is he an important member of the crew? Die nächste Quest. We don't need him for sailing or navigation. He's only a cabin boy. He must have simply had a bit too much to drink in celebrating his departure, like another I know. I doubt that. Jonas was never one to fancy drink. And it's been 2 days since last he was seen. No, I fear something bad has happened to him. Might I ask you, if you hear anything, could you report it to me? I would like to set sail with Ta-da. a clear mind. When did you see your cabin boy for the last time? It's been 2 days since I've had any news at all. It wasn't out of the ordinary until this morning. My men have free shore leave when we're at dock. But the day of departure, every able-bodied sailor must be present on the ship. Does the boy know anyone in Serene? Other than fellow Nords, you mean? I don't think so, but it's difficult to be sure. This Jonas, does he have any close friends amongst the crew? In tradition, we are all members of the same family. But yes, there would be Flavia and Laura. Might I have a word with them? As you wish. You'll find them over there, in port. Gut. Be back soon, Captain. So, dann haben wir jetzt quasi 4 Aufgaben. Wenn ich das richtig sehe. Wir haben einmal unseren Bruder. Die wichtigste Aufgabe. Den Quacksalber. Ach, das ist noch nicht fertig, okay. Die Ketzer und den kleinen nautischen Jungen. So. Achso, wir hätten ihn eigentlich mal noch. Sir, you still haven't found your cousin? As you will. Have no fear. I will bring him back in time. I'm still without news of my cabin. Nach Did you den see Ketzern. anyone wandering about? Suspicious looking. Maybe clandestine passengers. Take a look around. There are far too many comings and goings to spot possible stowaways. As long as they don't try and get on my ship, I pay no attention to them. That said, we did catch ourselves a smuggler just a while ago. A smuggler? Maybe he could be of some use. Where could I find him? In the port jails, not far from the warehouses. May I ask you, why the sudden interest in smugglers and the odd stowaway? Ich glaube, wir halten uns erstmal bedeckt ihm gegenüber. Nothing to bother yourself about. I'm just curious. You wouldn't, by the sheerest of coincidences, be on the trail of a couple of heretics, Your Excellency. The same a couple of the ambassadors of Ptolemy's men have been looking for nigh on 2 days. Er weiß zu viel. You know about that? Of course. The Cardinal's henchmen are hard to miss, even in a crowd. Quite a fuss, hoping we would cave in and help them in their hunt. Feel free to carry out your own investigation, but you'll end up with the same answers. The port brigs, just like the warehouses, are property of the Nords. No one else may enter. You haven't heard anything about my cousin by chance, have you? To be honest, we were hoping to find him here. Did you say he was intending on celebrating his departure? My men spoke of a rather animated party that went down at the tavern, but I haven't heard anything else. That isn't the safest place in the city. I hope nothing has happened to him. Let's go and find him. Thank you, Captain. Happy to be of some help. Be back soon, Captain. Dann haben wir jetzt wirklich alles. With that people smuggler the sailor mentioned. He's a captain, Kurt, like yourself. And in order to interrogate the smuggler, we'll need to find a way into his jail. Wo er recht hat. So. Eigentlich. Findest du Nauten? Quacksalber, Händler, Werktisch, Schenke. Schenke klingt doch nach dem, was wir vielleicht erstmal tun sollten. Und wie immer drücken dir alle Leute ihre Probleme auf. Fair. Herzlich willkommen in Rollenspielen. Was ist das hier Gutes? Ein Werktisch. Ah, da kann man Ausrüstung und Rezepte basteln.
Ach du Heilige. Alles klar. Nach dem Tutorial. So, dann. Was ist das? Oder liegt Geld rum? Oh, danke. In Greedfall kann eine Quest meist auf verschiedene Arten abgeschlossen werden. Der Sarde hat mehrere Eisen im Feuer. Raffinesse, Überredungskunst. Moment. Raffinesse, Überredungskunst, Intuition, Korruption, das Fertigen von Gegenständen auf dem Werktisch. Das alles sind Wege, die dir zur Verfügung stehen, um deine Ziele zu erreichen. Um dich in diesen Gebieten zu verbessern, verteilst du Punkte in entsprechenden Talentbaum oder trägst Ausrüstung, die Boni bietet. Drohung und der Kampf sind weitere probate Methoden, wenn deine Feinde nicht empfänglich für deine Talente sind. Aha. Na dann. Good day, tavern keeper. Good day to you. What is your pleasure? I'm looking for my cousin. His name is Constantine. I believe he was intent on celebrating his departure last night. There was indeed a party here last night, but it ended badly. Uh-oh. Whatever do you mean? A brawl broke out. My tavern was shattered, and no one's paid for the damages. I'm sorry. Amongst the rebel rousers, did there happen to be a young man? 20 years of age. Hair down to his neck, light brown, blue eyes. Quite the talker. I don't believe it. Of course he was there. He's the man that started the fight. I hope you've come to reimburse me. Don't count on me to help you if that's not the case. What kind of damage are we talking about exactly? A good half of my furniture was broken into firewood. I piled up the lot over there. Let me take a look. Perhaps it can be repaired. If you can fix it, I'd be obliged. If not, you'll need to pay. Dann schauen wir doch mal, ob wir das hinkriegen. That's not a small sum. I need to think about my options. Oh, the father has forgotten to give his son his allowance, it would seem. I need to be off. Farewell. Goodbye. The furniture is in terrible condition. The fight must have been extremely violent. It looks as if it's fixable. I've seen worse. We'll need to build some metal dowels, but once done, we can make them like new. I could repair this if I had some metal dowels. Na dann sparen wir uns doch das Geld, würde ich sagen. Fertigungslevel 1. Ich finde, der Ingame-Sprachsound könnte höher sein. Okay, ich könnte den ganzen Sound ein bisschen höher machen. So. Habe ich ja eben bei F1 ein bisschen leiser gemacht. So, ich habe weder das Fertigungslevel noch das Roheisenerz. Das ist natürlich blöd. Das behalten wir mal im Hinterkopf und dann gucken wir mal, ob wir den Quacksalber nicht vorschieben können. Vielleicht haben wir ja Glück und wir finden das irgendwo. Citizens, I present to you Panacea, the absolute cure of everything. Ja, nee, ist klar. Stomach ailment, and even an open wound. This potion heals all of that. And more still, this little vial is the product of years of research and intensive labor. I hear you asking if this remedy can heal one from the Malachor. Alas, not yet. But your question is legitimate. I am so close to finding the cure. But the Malachor isn't the only ailment causing you to suffer. Not true? Then don't miss out on this chance and give yourself a healthy and energized life. Rejoice! A file only costs a few coins, and well worth it to make your life shiny and new again. Does it really heal everything, your potion? Everything. Absolutely everything. Except the Malachor, of course. That being said, it is known that those in top health resist the Malachor best of all.
Then don't throw away this chance. Think of all the pains that this potion could help you avoid. You are right. It's a deal. I'm gonna take 2. There's a man that knows a good deal when he sees one. Hurry now. There won't be enough for everyone. There he is. He's our man, no doubt. His Es sind auf speech einmal is ziemlich well viele Leute polished. verstummt. I even feel like buying some. And if we had a word with him, I wonder if he'll serve us the same routine. Werden wir sehen. Ah, you're finally tempted. In all Geht's so? honesty, I haven't made up my mind yet. I want to be certain that I'm not dealing with a charlatan. In this day and age, I can't blame you. What might I do to convince you? Ich würde sagen, wir fragen ihn doch einfach mal nach einer Demonstration. Will you drink one of your potions to prove your good faith? Of course. I take a little sip every morning. But as I'm in perfect health, you won't be able to verify the improvement in my condition. But if it helps you make up your mind, give me just a moment. There now. As you see, I am still in excellent condition. Come on now, I saw you take that vial out of your pocket. Nothing proves that it's the same potion that you sell to your clients. In my science, I consider skepticism a remarkable quality. But in your case, it is not skepticism, but blindness. We need to steal one of these potions and force him to drink it. Brilliant idea, Kurt. Let's take a look at his cart. Das sind kleine Flämmchen, die da aus seinem Chemiekram kommen. So, ich meine mich dunkel zu erinnern. Den Vogel hat's erwischt. Dass es hier hinten irgendwas gab. Tada! Die Seiten beschreiben in kleiner, fast unleserlicher Handschrift Versuchsergebnisse, Beobachtungen von Patienten und unverständliche Symbole. Doch die Komplexität einiger Rezepte zeigt eindeutig, dass der Verfasser ein echter Alchemist war und gewiss sehr kenntnisreich. Hey! Doppelblock! Ich sehe nix. Sag mal, wir hatten doch... Hier. Technik, Stasis. So, nochmal. Ah, okay, cool. Okay, da wollte ich zu viel. Jetzt bin ich mal gespannt, wo wir laden. Letzten Speicherstand laden. Die Kamera war irgendwie ein bisschen unschön, muss ich sagen. Okay, das heißt, aber ich muss auch immer auf meinen Mana gucken mit diesem doofen Ring. So, das hatten wir. Dann kamen die 2 um die Ecke. 3 Stück sind's. Gut, bist du bereit? Ja, und jetzt ist er durch. Waren das alle? Cool. Ich habe einen getötet, während mein Partner 2 gekillt hat. Soldatenstiefeln, Banditenhut und Goldmünzen. Die Stiefel scheinen besser zu sein. Okay. Nur Gold. Das war noch... Ah, da hinten. Und noch mehr Gold. Heiltränke. Munition. Ein verschlossener Dreispitz. Oh, ein alter Allradssäbel. Der macht 91 mehr Schaden als mein Hammer. Aber ich habe einen an Klingenwaffen nicht und kann den nicht tragen. Schade. Okay. So. Gegengift des Quacksalbers.
Bin verwirrt. Luise. Der merkwürdige Alchemist der Allianz, der oben einen Raum gemietet hat, bat uns ausdrücklich, ihn während seines Aufenthalts nicht zu reinigen. Dieser alte Narr will vermutlich vermeiden, dass wir versehentlich seine Fiolen zerbrechen oder was auch immer. Also kümmere dich nicht um seinen Dreck. Hm? Greenblood, do you need something? I wondered if you ever felt lonely. So. I always do. Why, do you want to rectify this? I hope to have kept you good company for all these years. After all, we were always together. And I valued your friendship. But I thought you were referring to another kind of company. And to be honest, you and Constantine aren't exactly my type. Anything else? I must leave you. Gut, na dann. Ich dachte, wir können ihn zu dem Vorfällen befragen, aber offensichtlich nicht. Wir haben ein Gegengift gefunden. Also, was heißt das? Das heißt, dass er das trinken muss und seinen Mist, den er hier verkauft, der nicht wirklich gut ist. Kann das sein? Have you finally made up your mind? Are there any nasty side effects with this remedy of yours? There are none. You will feel nothing but an intense sense of well-being. I happen to have a vial of your medicine. Would you be willing to drink it in front of us? To prove that there is no risk? This bullying is trying my patience. I'm beginning to suspect that you might be working for a rival. You refuse to taste it? You might have put something in it to cause me harm or further disgrace. No, look. The vial is still sealed. It comes straight from your stock. And you dare challenge me when you have just admitted to being a thief. Come now. You can see for yourself that I'm gladly returning your vial, so that you might drink it in front of witnesses. This might help to dissipate my doubts, as well as those of these brave folk. Yes, no, you don't have the right. Damnation. He got away. He can't have gone far. Find him before his head ends up on a spike. Think back to the note that we found. We need to take a look at the tavern. He won't leave the city without his belongings. Cool. Ach, guck mal da. Mal mit denen reden. Das sind doch auch so Diebe. Die uns verhauen haben. Finde den Quacksalber. 17 Meter über mir. Wahrscheinlich die Treppe hoch, aber ich bin neugierig. Schade. Na dann, gehen wir mal hoch. Aber schön, ne? Momentane. Da hat einer schnell die Hosen voll. Game Freak Egg, ja, exactly. Einfach vor allen Dingen mit der momentanen Teleportation einfach weg. Ach, guck mal, wer da ist. You again? Ja. What are you doing in my room? I'm not the only one that has found you. Have you seen the mob that is gathering in the street? I'm neither deaf nor blind. By the spheres. Why didn't I leave the city while there was still time? The Alliance ambassador is quite unsettled by your commerce, and he is the one who sent me. Sahin. Him again. Ruining my career wasn't enough for him. He's the very reason I had to leave the Alliance. And here I am, playing the part of the potion maker. Me, who was once a respected member of the Academy of Al-Sad. Erzähl mir mehr. Sahin warned me that you're an imposter. That doesn't surprise me coming from him. I was a master alchemist. I understand if you don't believe me after all that, but I have a number of documents to prove it. I would still be one if Sahin hadn't set off a chain of machinations to disgrace me. Kriege ich jetzt dieselbe Antwort nochmal? Dr. Sahin warned me that you're an imposter. That doesn't understand. I would still. Dann nehmen wir Why das does nächste. Sahin bear you such hatred?
I wasn't fortunate enough to oppose certain great minds of the Academy, to criticize their methodology. I saw them inflicting torture on sick prisoners, making them drink the most vile poisons. To find a remedy to the Malachor, they won't hesitate to kill. I could not keep my silence. It is for an act of courage that you fell from grace and earned Sahin's hatred. Wenn er denn die Wahrheit spricht. Are you not ashamed to poison those poor souls? These potions are not harmful. That is to say that they don't contain any harmful ingredients. But you could just as easily produce real healing potions. So why don't you? You don't understand. I fled, but I haven't put a stop to my own research. This potion is an attempt to create in those who drink it a resistance to the Malachor. So you manipulate people to use as experimental fodder. That is completely unethical. I don't have a choice, but it does not harm them, I assure you. If this potion were inoffensive, then why wouldn't you drink it when I offered it to you? I ran tests on myself for such a long time that I ended up becoming intolerant to it. A small sip of this mixture provokes in me now a violent reaction. The mob would have been furious in any case, but a normal dose, I assure you, is without risk. Your methods don't seem so different than those of your colleagues. I don't True. torture people. And this potion only has side effects in high doses. Perhaps, but you're hurting innocents. I cannot let your commerce continue. So, what are you going to do with me, sir? Was tun wir mit ihm? Ich hätte ja fast gesagt, ihn verhaften. Ich meine, er behauptet zwar, sie machen nichts Schlimmes, aber ihm haben sie auch was Schlimmes getan. Und ja, Alkohol in kleinen Dosen ist auch nicht schlimm, wenn du dich aber abschlachtest, ist trotzdem kacke, ne? Ist schon richtig. Auf der anderen Seite, wenn er das Heilmittel schafft, ist es natürlich wertvoll. Ich meine, das ist mehr ein Strohhalm, gerade für ihn oder für seine Mutter, ne? Das ist eine interessante Entscheidung. Er ist nicht wirklich weiß, er ist nicht wirklich schwarz. Puh, schreibt der Game Freak. Ja, richtig. I'm sorry, but I don't trust you. I'm going to deliver you to Dr. Sahin. Sir, I beg you to spare me. I've heard enough. You're under arrest. How unjust. Kein vom Voice Acting will ich ihm glauben. Das stimmt. I'm finished. Sahin is going to throw me in the bottom of a deep cell, if not worse. Mein teurer Arif, es tut mir leid zu erfahren, dass du nicht den Frieden gefunden hast, den du dir in Serene erhofft hast. Seit deiner Abreise ist die Situation in der Akademie beklagenswert. Diejenigen, die du angeklagt hast, verhalten sich jetzt so, als ob die Regeln nicht für sie gelten würden und sie führen regelmäßig fragwürdige Experimente durch. Der Rest von uns kann nichts anderes tun, als sich unauffällig zu verhalten. Ich hoffe aufrichtig, dass du irgendwann einen Ort erreichst, an dem du endlich Frieden findest. Ups. I am finished. Sahin is going to throw me in the bottom of a deep cell, if not worse. Das ist jetzt natürlich unschön. Ich habe den Lagerschlüssel des Wirts geklaut. Krankheit Kleptomanie ist stark in mir. Wofür auch immer der Schlüssel gut sein wird. Für den Moment haben wir jetzt nur noch den Lagerraum. Was ist hier? Wissen wir noch nicht. Gehen wir erstmal in die Kaserne. Können wir die Quest vielleicht abschließen?
wurde es aber auf einmal deutlich weniger finster. Sir Desade, I presume. It is an honor to make your acquaintance. Captain, you set sail soon. Have you seen to our little business? Yes, we were finally able to recover your merchandise. Excellent news. I'm afraid, though, that your mission isn't completely finished, Kurt. Blast me, I'm a captain, not an errand boy. The commander was quite explicit. Very well. What do I need to do? The merchandise that you obtained needs to be sent to Tier D as soon as possible. But the Port Authority formalities for shipping take an eternity to wade through. And we've already lost quite a bit of time with this dishonest merchant. Are you blatantly asking us to smuggle this merchandise and contraband? I would never ask you to do such a thing, Your Excellency. Ah, but you don't mind asking that of Kurt? Well, now, if he finds an alternative solution that is less illegal, that would be fine. The method matters not. But this cargo must reach the Isle on the next ship. Marvelous. Well then, I await your return with almost impatience. I'm certain you shall do what's required. Ich hol mir kurz was zu trinken. Bin gleich wieder da. So, da sind wir schon wieder. Mit etwas zu trinken. Nach dem Kampf werden wir auch nicht wieder geheilt, sehe ich gerade. Gut, wunderbar. So viel zum Abschluss einer Quest. Das klingt nicht gut. Der kotzt da in die Ecke. Hab ich da gerade Loot gesehen? Wiederbelebungspulver. Guck mal, Roheisenerz. Jetzt bräuchten wir nur noch den Fertigungsskill, dann könnten wir die Nägel machen. So, mein Freund. Was habe ich da gehört? Lord Desade. Ich habe da Fragen, mein Freund. I tracked down your man near the coin guard barracks. Finally. Did you capture him? Let's just say I put an end to his activities. His reputation in Serene is forever tarnished. Matters turned out a little more complicated than anticipated. Ach so, ich habe jetzt gar nicht die Wahl, darüber nochmal zu sprechen. Schade. Na gut. He is hiding in a room in the coin guard tavern. Why didn't you have him arrested? Angry citizens have gathered round the building. They have sworn to avenge themselves after discovering his fraud. I decided it better to avoid the mob. But if you wish to capture him alive, I advise you hurry. Governor Burren will be happy to learn that a legate with great assiduity will soon be joining the island of Tirfredi. Thank you for your help, Excellency, and allow me to offer you this modest present for your voyage. I need to be going. Goodbye, Excellency. Goodbye, Lord Desade. Geld. Und ein Level Up. Ah, wir haben eine Fähigkeit bekommen. Naja, die beiden haben wir jetzt. Woran erkennt man denn, was man schon hat? Ah ja. Das ist also der Skill für die Einhandwaffen, Einhandklingenwaffen. Fallen. Das heißt, von hier aus geht alles aus. Ah, das sind dann irgendwie so Zaubersprüche. See.
Oh, guck mal, Heilung. Das heißt, Magie und Kampf ist dann so ein bisschen Heilung und Kram. Hm? Das ist ein bisschen einfacher. Mhm. Granaten, okay. Zweihandklingen, gut. Das heißt, man kann auch als Mage durchaus Defensive spielen. Das ist ja nett. So. Mit jedem Punkt ein Level kriegen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ich würde ja fast sagen, lass uns am Anfang mal Richtung Heilung wandern. Heilung kann man immer gebrauchen. Dazu unseren Stasiszauber müssen wir unseren Stasiszauber verbessern. Okay. So, hatten wir noch was was wir hätten leveln können? Nee, nur die Ausrüstung noch gucken können. Ist aus meiner Sicht nicht wirklich besser. Und den Säbel können wir nicht tragen. Und ist der süß. Ach, die Schuhe, stimmt. Die Schuhe, Mensch. Uff, sind die ugly. Auch nur minimal besser. Okay, das Auge spielt mit. Lass uns mal rausgehen. So, die Karte. Bitte. Ja. Das heißt, hier in der Ecke haben wir für den Moment alles. Dann müssen wir den Schaden reparieren. Dafür bräuchten wir entweder das Gold oder die Fähigkeit. Die Fähigkeit bekommen wir nicht. Ich hatte jetzt auch nicht vor, auf Handwerk zu gehen eigentlich, weil es nicht zu dem Magier passt. Wo würde ich Ihnen jetzt einfach die 25 Gold bezahlen? Wenn wir das Eisen gefunden haben. Ich würde nur noch mal gucken, ob der Kurt das für uns machen kann, weil der ja gesagt hat, das ist so einfach. Nein. Man kann also nicht wie in anderen Spielen, oder? Oder? Ihn das machen lassen, war meine Hoffnung. Kann ich hiermit durch die Charaktere durchspielen? Ach, ich könnte ihm... Ups. Ne. Kleiner Rückschritt. Nur ein ganz kleiner. Okay, naja, dann gehen wir den jetzt bezahlen, damit wir die Hauptquests unterwegs mitnehmen können. So, pass auf, mein Freund. Ich habe da... I haven't been able to sort them out. In that case, you need to pay me, sir. Here you are, to cover your expenses. Excellent. Honest books makes for honest friendships. Your cousin is either a very bad joker or a right good fool. He went and insulted a band of ruffians from the lower boroughs. Dangerous fellows. They've a storehouse they operate out of a few streets from here. What kind of business do they run? Several, actually, and they're all illegal and profitable. But you didn't hear that from me. In any case, if you were set on recovering your cousin, I would hurry if I were you. They're not the tender sorts. Thank you for the information. Off with ya. Get him out of whatever mess he's got himself into. Seemed like a courageous fellow. Who could down his pint? Anything else? Danke. Farewell. Goodbye. Ich muss sagen, ich finde es persönlich sehr positiv, dass mein Charakter vertont ist. Ich mag das auch mal, dann das einfach genießen zu können und nicht gegen vertonen zu müssen oder im Kopf vertonen zu müssen, wenn man es alleine spielt. Ich finde das sehr gut.
Alter, du siehst aber auch echt gefährlich aus, Brady. Auf der anderen Seite, Mann, oh Mann, der hier, unser Cousin, ne? So. Und der soll Gouverneur werden, ne? Das kann ja was werden. So, dann nehmen wir das nochmal auf den Weg schnell mit. Einfach, weil es auf dem Weg liegt. Und dann schauen wir mal. So, Charakterentwicklung. Also haben wir jetzt gerade so ein bisschen gesehen. Ne? Wir haben so grün, rot, blau Richtung. Also mir würde so vorschweben, so ein Mischding zu machen aus Magier. Und aber auch jemandem, der irgendwie eine Zweihandkeule oder so mal führen kann. Das wäre dann fast ein Kleriker, ne? Kleriker ist eigentlich gar nicht so cool. Dann nehmen wir einen reinen Magier. Könnte ich mir auch vorstellen. Also da schwanke ich noch so ein bisschen zwischen. Da bin ich mal auf eure Meinung. Wir können schleichen. Hallöchen. Good day. Someone told me that you're a friend of Jonas's, the young cabin boy who's gone missing. That's right, yeah. Are you looking for him? Yes. Your captain asked me to go and find him. Happy to hear he's taken the disappearance seriously. What can I do for you? Wann hast du den Kleinen das jetzt mal gesehen? 2 days ago, in the evening. We went to have a drink in the tavern. Jonas, Lauro, and myself. Did anything seem out of the ordinary? Was he troubled? Maybe a tad troubled. Like he was somewhere else. Why would that be? Give me your best guess. Boy, I haven't the faintest idea. Das Englisch ist schon mal ziemlich geil. Okay. What does Jonas do in his free time, when you're on land? He just hangs around here or there. You know the cabin boys don't have half a sailor's wages. And when evening comes, we usually go down the tavern with good old Lauro. Did he ever have one too many? Never. He sips his pint like it was bad medicine. One drink lasts him the whole night. Does he know anyone in Serene? No one, far as I know. Do you think he could have made himself any enemies? I wouldn't think that for a moment. Jonas has a good heart and he steers clear of trouble and troublemakers. I don't know where to start with this. Do you have any idea? No. Lauro won't stop telling anyone who will lend him an ear that the boy was carried off by thugs. And you don't believe him? I like Lauro, don't get me wrong, he's like a brother. But to be honest, he drinks a little more than he should. The itch for a drink gets us all, but to him more than others, and when you drink too much, the imagination wanders. Here, yesterday, it was me who tied one over, and I thought I heard Jonas's voice by the canal. I called back to him, as you guessed, but then nothing. Drink. It blurs the senses. Oder What do you sie think haben about was Captain gehört. He's a damn good navigator, and an excellent leader of men. He knows his craft well, in spite of being so young. How old is he? He's not seen his 25th year yet. If he keeps it up, he'll be an admiral one day. I need to be going. Farewell. Was ist, wenn er wirklich verschleppt worden ist? Wir sollten mit dem Jungen mal sprechen. Das Tagebuch des Schleusers. Ich habe 2 neue Kunden. Sie wollen nach Alsat reisen und die Inquisitoren sind ihnen auf den Fersen, was meine Arbeit nicht einfacher machen wird. Ich denke, ich kann sie unauffällig auf ein Schiff bringen, aber wir müssen vorsichtig sein und ich hoffe, dass sie geduldig und ruhig sein werden. Ich werde sie in einem Lagerhaus hinter dem Hafenamt verstecken. Aha. Und da wissen wir schon mal, wo die 2 sind. Oh. Schick. Blutlust. Ist eigentlich traurig, dass sowas in Rollenspielen irgendwie geht. Irgendwie wäre es eigentlich besser, wenn ich einfach alles mitnehmen kann. Aber ich würde sagen, das ziehen wir an. Das sieht gut aus. Dazu würde wahrscheinlich jetzt auch die Räuberhose passen. Tada! Gut, jetzt brauchen wir trotzdem noch den Jungen. Gib dich als Mitglied der... Was? Fancy. Meinen die damit... Ach, da war doch irgendwie was.
Ganz dunkel. Naja, gut, okay, das Tutorial wird kommen. Untersuche das Verschwinden des Jungen, genau. Let's see, was der andere Dude dazu zu sagen hat. Bist du der immer eins über... Ja, genau, du bist der Säufer. Good day, sailor. I've been told that you know the missing cabin boy well. Is that right? You talking about Jonas? You bet your stars I know him. But like I've been crying to the 9 death winds, he didn't go missing, he was taken. Sprich dich aus. Were you a witness to the event? Yes, I was. Even though I'd had a few tumblers in the belly, I hadn't yet lost my head. The other day, in the tavern, I saw him talking to a well-dressed man, surrounded by some other sly ruffians. And then when we left, him and I, Flavia left a little earlier, you understand? Well, those brutes were there, waiting for him. They just up and took him like that. Grabbed his arms and poof. Gone. Vanished. Why didn't you intervene? I tried to, believe me. But my legs betrayed me. Wavering they were. And I fell into the gutter. Did you report this to the captain? Unfortunately not. I know all too well what weight my words carry. Even Flavia treated me like a drunken fool. And the captain? No, not telling him that. I still have some pride left. You get me? Did Jonas seem troubled to you the night he disappeared? Maybe. For sure he wasn't his usual self. Do you know what was on his mind? No. No idea. Das kommt die entscheidende Frage Why would eigentlich. anyone want to snatch a mere cabin boy? How would I know? Jonas is a gentle boy who keeps his head down. You think my story is nothing but mist too, don't you? It's just that I can't imagine a gang of thugs hoping to get a ransom for a cabin boy. Did anyone else see the kidnapping? There was still a small crowd in the tavern. But outside, I seem to recall that regular being there. We play cards with him from time to time. Kind of fellow who plays from morning to night time to be that skilled. But now and again he comes out. When nature calls, you know. I kind of remember his face being there. Na gut, vielleicht finden wir den ja. Thank you, Lara. I need to be going. Ich sag's mal so, wenn das die einzige Spur ist, ist sie besser als... We need to lift the veil on this. Ich hatte nicht den Eindruck, dass er was erzählt hat, sondern... Ich meine, du erzählst ja auch nicht, ich bin in die Gosse gefallen, ich hab gestunken wie ein Schwein. Weißt du? Sondern... Das wirkte schon so. Das heißt, wir flitzen jetzt wieder zurück in die Taverne. Irgendwie der Dreh- und Angelpunkt dieses ja, ich nenne es mal Stadt. Und suchen mal nach dem Kartenspieler. Wer bist denn du? Warst du eben schon hier mit deinem hübschen Säbel? Solche Säbel würde ich halt gern führen können als Kampfmagier. Das wäre irgendwie eine coole Mischung. Naja. Tavernkeeper. I see you're back. Can I pour you something this time? Someone told me about one of your faithful clients. A big gambler, it would seem. I see. An able-bodied man. Passes his time lighting the pouches of sailors coming through. Where might I find him at this time? Here? He would never give away his chair at his table. Gucken, ob er was weiß. A young cabin boy who's been missing roll call for 2 days now. A no, you say? That's not a lot to go on. There True. are quite a few that come to my tavern. According to one of his fellows, he would have been taken right here. A kidnapping. In my establishment. You surely jest. Or at least I hope you do. I would have noticed. That doesn't hold water. Draußen. Anything else? Ja, natürlich war es nicht hier drin, du Nase. Farewell. Goodbye. Das war draußen. Hat er doch gesagt auch. Er. Er. Okay. Who are you? I don't recognize you. Siehst du überhaupt noch Am was? I in your debt? No. Have no fear about that. It's for a different reason that I am here. I'm looking for a naut that disappeared 2 days ago, after visiting this establishment. Sieht A der young noch was? cabin boy. 2 members of his crew accompanied him. Yes, that does ring a bell.
I've played with the three of them. Guck dir mal das Gesicht an. Der sieht auch so blind aus wie unsere Mutter. Was? Tell me what happened that evening. A rich merchant came in with a band of strong arms. The kind of men you can round up for a few coins, if you catch my drift. They exchanged words with the cabin boy. The kid was defensive, not sitting pretty. And then they finally left. And after that? It just so happens that I did go out for a breather. I needed some fresh air. Das war die And I think Wahrheit. I might well have seen those same men grab him. But that was none of my business. I wouldn't have thought that they were kidnapping him if that's what it was. They weren't particularly rough with him. What can you tell me about the boy? How was he that night? He seemed rather nervous, as if he was worried about something. Didn't feel like playing, that I remember. And he must have been right to be nervous, if he's disappeared. Jetzt müssen wir noch rauskriegen, wer der reiche Mann ist. Who was the rich merchant, do you think? A jilted lover? A moneylender? No, sir. You are in luck. It so happens that I know the man. It was Sir Fontaine, that merchant. Where can I find him? He has a house in the wealthy boroughs, just off the canal. A stone's throw from the Thélème embassy. Thank you. You've been immensely helpful. This man is completely owned by his love for the game. Do you think we can trust him? What would he gain from lying? I have no idea. But what would any wealthy merchant gain from holding a penniless child? Tja, da wir offensichtlich ganz viel Zeit haben, können wir ihn ja einfach mal fragen. Kurz mal schauen, liegt das alles auf dem Weg? Ja, das ist wieder mal Backtracking. Na gut. Guck mal, seine ganzen Gifttränke stehen noch hier. Der Platz des Prinzen brennt. Flitz, 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 Flitz. Schneller, schneller. Da ist die Tür. Na, dann fragen wir doch mal nach, was mit dem Jungen ist. Might I help you, sir? I would like to have a word with Sir Fontaine. He is absent, but the lady of the house could certainly receive you. Enter, please. Vielen Dank. Milady? Oh, I know you. I've seen you at court. You are Lord de Sade. And to what do I owe the honor of your visit, Excellency? I would like to have a word with your husband. He is not here, but perhaps I could be of help. It concerns a delicate matter. We're looking for a missing cabin boy. According to witnesses, he had an argument with your husband before being taken. I see. I am afraid that you have been misled. You seem to have come to the wrong conclusion. The cabin boy you speak of was not taken. He has simply returned home. Excuse me, but I'm not sure I understand. Don't you see, Your Excellency? We got our son back. Ob er wohl im Anfangsstadium ist, sagt der Game Freak. Du meinst den hier in der Taverne? Vielleicht, aber das sieht ja schon übel aus. I am very surprised. Several witnesses confirmed that your son had a fight with your husband, and that his men escorted him from the tavern using force. If he had joined your husband willingly... Witnesses? In a tavern? And you choose to believe these drunkards over a respectable family? Oh, These ein reiches. witnesses are all in agreement, and it's their testimonies that have led me to your doorstep. My son was probably shocked to have found us. My husband and the other men might have simply had to carry him. A gesture that your drunkards must have misunderstood. Ich glaube ja kein Wort. Das ist so typisch Reiche, so nach dem Motto, was der Pöbel sagt, glaubt ihr also? Oh. How did you find your son's trail? We have never stopped looking for him. We learned the new name they gave him, Jonas. My poor little Celestine. Then we learned the name of the ship he sailed on. No sooner had it docked in Serene than my husband had the crew watched closely. And we found him.
Where might I find your son now? I cannot say, Excellency. You must understand why. Until the Norts have set sail, we live in fear they will take him back from us. This pact. It sounds like some fear-inducing story. The Norts wouldn't be the first to recruit through dubious means. True. Deswegen würde ich gerne mit ihr Excuse me, darüber madam, sprechen. but I haven't quite finished my inquiry yet. If you would be so courteous, I would like you to leave. I have told you all that I have to say. Ja, müssen wir With auch noch. respect, my lady. Unlucky. Dann müssen wir einen anderen Weg finden. Erfahre mehr über die Verträge der Nauten. Oh, machen wir erstmal weiter, oder? In die Richtung. Es wird ja gerade interessant. Schön. Ich wollte eigentlich gar nicht in eine Sackgasse, aber wenn es da Loot gibt, nehmen wir den mal mit. Was da? Flitz, 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 flitz. Ich erinnere mich noch ganz dunkel daran, dass ich das letzte Mal versucht habe, das Spiel zu spielen. Ich mir, glaube ich, eine Mod runtergeladen, damit man, wie bei Kurt, ne? Kurt trägt ja seine Waffe auf dem Rücken. Ich aber nicht. Guck mal, ich habe jetzt meine Waffe. Und jetzt ist sie weg. Ich glaube, dafür gab es eine Mod. Aber da ich ja hauptsächlich sowieso Ringe habe als Waffen, passt das schon. So. Achso, mit dir wollte ich eigentlich auch nochmal sprechen. Ja, erstmal den Vertrag der Nauten. Wieso hattest du das Kind? Sir, you still haven't found your cousin. As you well know, we cannot leave without him. Ich weiß, wo er Have ist. no fear. I will bring him back in time to make our scheduled departure. Is everything ready? I'm still without news of my cabin boy, but we will have to do without. Wie sie dir halt auch immer nochmal unter die Nase reiben, du hast meine Quest doch nicht gemacht. Could you tell me a little about your guild? We are masters of the oceans. Our ships can sail where no others dare. Thanks to your magic, so I've heard. How do you become a Nord? Our magic, yes, that only the Norts master. As for your question, any child born on one of our ships is seaborn. He is a Nort from birth. Others are sea-gifted, joining the Norts for different reasons, often from a young age. It's how the guild is made and maintains its numbers. I spoke with a woman who told me she was the mother of the cabin boy. She claims that her son was taken from her. Taken? Her son is sea-gifted. His parents were required to give him up to honor the terms of a contract. A contract? But what kind of contract are we speaking of? A commercial contract. In exchange for services rendered by the Nords, some families cede more than gold. Oh. In some cases, nations even trade some of their subjects before they're born. I wouldn't be able to tell you the condition of Jonas's contract. I didn't even know he was originally from Serene. But what I can tell you is the young man hasn't seen his parents since he was a small child. And ever since, he's been a Nord. Our ships are his home. We are his only family. Die Güter mache ich mal später. Ich denke, da können wir vielleicht auch... Anyone who's not a Nort? Sir de Corsillion's a veritable well of scientific knowledge. He could tell us a little more. Ach, ist das gleiche er hier? Mit dem wollte ich ja sowieso nochmal sprechen. But I still don't see Constantine at your Ach, side. er! I hope he hasn't been the victim of any foul play. Don't worry. We'll find him in time for departure. I certainly hope so. Would you be in need of my help in any way? Ja. I've had a word with Lady Fontaine. You must know her. That rich family that lives near the docks. She told me a strange story about her son who was a cabin boy on our ship. She said that he was taken when he was a child due to some contract with the Nords. Who was a cabin boy?
Do you mean he's no longer one? They took him back to bring him home. Well, that is very unpleasant news to Sade. We need to do all we can to bring the boy back to his ship. Since time immemorial, there's always been a certain price to pay for the services of the Nords. Children born on their ships belong to them. It's the rule of the sea. But certain contracts are so important that they also require children to be offered in exchange. From time to time, the congregation has passed such accord, and certain noble families had to give their children up. Are you telling me that the Fontaines lost their son because of some agreement signed between my uncle and the Nords? No. That pact ended a long time ago. This cabin boy couldn't have been a part of that contract. But Sir Fontaine has made a fortune trading with the Alliance. Via ships. Do you mean he would have offered up his own son in exchange for wealth? Well, he probably did it before the birth of the child, and regretted it afterwards. But that is of little importance. What counts most is that you bring the boy back to the Nords as quickly as possible. Breaking a contract with the seafarers has always cost us dearly. Our nation could feel it in its coffers. I will do my best. A father selling his own son for a few boat rides. For ugly, that is ugly. Lady Fontaine didn't seem to have any knowledge of that detail. That could be of use to us. Was ich darüber denke, muss ich das wirklich laut sagen? Netter Papa. Doch, wirklich. Na, da bin ich ja mal gespannt. Also ich denke, dass an das Dienstmädchen gerichteter Brief. Alice, ich möchte, dass du mehrere Mahlzeiten zubereitest und sie in die Lagerhäuser bringst, die wir am Kanal besitzen. Aha. Mein Mann wird dort für ein paar Tage mit seinem Angestellten und seinen Männern arbeiten. Deshalb kümmere dich darum, dass es genug Essen für alle gibt und sei diskret. Wir wollen nicht, dass andere Familien erfahren, was vor sich geht. A warehouse. That would be a great place to hide. Shall we take a peek? Auf jeden Fall. Ganz dahin. Na, dann sprinten wir mal durch. Scheiß Vater. Richtig. Also sowas macht man nicht. Oh Mann, oh Mann. Das ist zumindest ein egoistischer Vater. Dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass der gute Jonas gar nicht zurück will. Da ist noch mehr Loot. Here we are. Be careful. Fontaine won't be alone. He'll have his henchmen with him. Let's just try to remain discreet. Dann jetzt runter. Oh, was war denn das für ein Blitzlicht? Ist hier jemand? Oder keiner und der niemand? Okay, dann sind die wohl im Keller. Das Essen ist auf jeden Fall angekommen. So viel können wir sagen. Die Tür jetzt einfach öffne. Aha. So Sade. Oh. What are you doing here? I've come looking for your son. The Nords are worried about his disappearance. Those Einfach mal straight rein. Took him from us, but now we've got him back, and Wahrscheinlich, he'll be ja. staying with us. Would you be so kind as to hear what I have to say, Sir Fontaine? Ich denke, der wird ihn nicht mal als Vater erkannt haben, da er als Baby abgegeben wurde. Ja, davon ist auszugehen, genau. Ich würde sagen, wir haben das Charisma geskillt, nutzen wir es auch.
Oder wir setzen ihn so unter Druck. Ich weiß nicht genau, was das sagen würde, wenn man an seine Vernunft appelliert. Ich das wäre, würde ich jetzt sagen, hier, du hast einen Vertrag, mein Junge. Geht so nicht. Das ist wahrscheinlich eher das als das, würde ich vermuten. Oh, I looked into the contract that binds you to the Nords. It was indeed you who ceded your son to them in exchange for help with your business with the bridge. It is so. But that sort of contract is ignoble. I never would have signed it if I had known. You should have thought of that before. Breaking the contract could have regrettable consequences for the congregation. The prince will know how to negotiate with the Nords. If they take my son back, my wife will die of sadness. Her sadness would be all the more terrible if she learned of your role in the story, don't you think? You wouldn't dare tell her. I beg you. You're not leaving me with a choice. Very well. Take the key and take him away. Cursed be the day I delivered my son unto the Nords. All children leave the nest one day or another, sir. Farewell. Das war ja einfach. Der Kampf wäre bestimmt spannend geworden. 4 gegen 2. So, wo bist du denn, junger Mann? Wait a second. Da sind wir vermutlich... Achso, wo sind wir denn reingekommen? Hier, oder was? Haben wir uns ja toll reingeschlichen, wenn wir direkt vor deren Nase geschlichen sind. Yep. Good job. Ihn dann einzusperren ist halt bestimmt auch mega hilfreich. Gut, hier unten kann man sich ja komplett verlaufen. Jetzt wieder hoch. Ah, da ist die Zelle. Ah ja, mit einer elementaren Falle hätten wir da auch durchkommen können. Schlüssel verwenden. Hi. Erzähl mal, Junge. Who are you? My name is de Sardet. I am legate of the congregation. Your captain has sent me to find you. And were you able to convince my father to allow me to go free? Yes. Even if I had to bend his arm a little. That doesn't surprise me. He seemed to have no intention of changing his mind. I feel more sorry for my mother. She seems so sweet and happy to see me. You don't seem to be all that close to your parents. I hadn't seen them since I was 5 years old. I barely remember them. They find me, capture me, and lock me up in this warehouse. Hard to grow close after all that. My family is the Nords. I am sorry for my parents, but that is the way of it now. Can I go home? Yes. You should still go and say farewell to your mother. Then find your way to the ship. I'll see you there. Er schien ja auch nicht wirklich bleiben zu wollen, wie wir gerade gesehen haben. Nee, das sind Kerzen. Interessant. Gut. Wenn wir schon mal da sind. Oh, ich kann nicht Schloss wieder lastend. Na gut. Dann hätten wir die Nebenquest jetzt tatsächlich gelöst. Jetzt muss ich nur... Die nächste Nebenquest ist, wieder eine Leiter zu finden, um wieder rauszukommen. Ich glaube, hier war eine. So, nächste Aufgabe war... Das ist die letzte Aufgabe quasi. Ja, das Lagerhaus, genau. Wir wollen mit den Ketzern sprechen. Den Weg hätte ich mir merken sollen. Rechts, links, rechts, links, rechts, links. Schön. Moment.
Fang mit rechts an und immer abwechselnd. Ist doch gar nicht so schwer. Rechts, links, rechts, links. Rechts. Also Pfadfinder wäre ich in diesem Leben nicht geworden. Das kann ich euch schon mal erzählen. So, und links. Genau. Dann schauen wir doch mal. Von anderen Fraktionen kontrollierte Zonen. Diese Zone steht unter der Kontrolle einer anderen Fraktion. Hier ist der Zutritt zu bestimmten Bereichen verboten. Mit einem Kostüm, Oberkörper der Fraktion, Schwert und Blau, was auch immer, kannst du die Wachen täuschen. Du kannst außerdem versuchen zu schleichen, doch wenn eine Wache dich entdeckt, kann dies eine gewaltsame Reaktion provozieren und deinen Ruf bei dieser Fraktion schaden. Ich bestimmt schon, also mit Google Maps. Game Freak, ja genau, so oder so ähnlich. So, okay, woran sehe ich jetzt, wem das gehört? Gar nicht. Muss ich raten? Oder kriege ich eine Meldung? Oder? Gut. Was etwas entdeckt? Lagerhäuser der Nord. Okay. Muss ich das an dem Titel jetzt erkennen? Vielleicht dann mit patrouillierenden Wachen. Ja, wäre natürlich auch eine Option, klar. Ah, ich habe mein Kabel festgetackert. So. Da oben. Das heißt, warte mal. Kleidung. Das heißt, das hat jetzt hier... Da... Gott, das mit der Kamera muss man eindeutig nochmal üben. Da. Hat so ein kleines Nautensymbol, das blaue. Der Reiseanzug. Ach, der hat was auch immer das bedeutet. Symbolerklärung gibt's nicht. To know. Auf jeden Fall hat das Nautensymbol. Und da das ein nautisches Lagerhaus ist, könnte das schon reichen. Probieren wir es aus. Hello? What can I do for you? We're the relay. You're dismissed. Finally! We were starting to Ah ja. loss. Courage, me hearties. Na, das war ja einfach. Gut, dass ich so ein schlaues Kerlchen bin und auf diese Idee gekommen bin. Magietrank und Goldmünzen. Erstmal alles einsacken. So, ich bin jetzt einfach erstmal noch... Doch, es ist oben. Okay. Ach, wer seid denn ihr zwei Hübschen? Who is there? May the Illuminated save us. Did the smuggler send you? The man to which you are referring was arrested and thrown into prison, but revealed to me your hiding place. Oh, the traitor! Have you come Ist to das so? deliver us to the Inquisition then? Please, please, have pity on our souls. We have committed no crime. We are not heretics. We are nothing more than historians. In that case, why is the ambassador of Teleme so concerned about your teachings? Why is the Inquisition looking for you, and why are you hiding? Our only error was wanting to publish our work. It's true. We presented our research, but it didn't please the censor. And here you have the result. We fled all the way to Serene, thinking we would be safe. But the Inquisition wants to silence us so badly that they followed us here. Was für Tell me Forschung? more about your research. What about it is so horrifying that it would provoke such a fuss? Our work concerned the teachings of St. Lucius. The disciple of Saint Matthias? The one who returned to Teleme after traveling with his master? The very same. His writing was carefully preserved, but never seriously studied. With the discovery of Teofredi, we thought it crucial to take a look at the original text. We wanted to verify if this island could have been the faraway place that he spoke of. The Eden of Saint Matthias. And? What did you find? Teofredi is without any doubt the land that our Saint Matthias and his disciples went to. But
The text that we discovered was radically different from what we expected to find. In the original text, St. Lucius doesn't speak of an Eden, of the paradise of the illuminated. He speaks of a voice that came from the depths of the earth, which convinced St. Matthias to stay there. It was written in black and white, and there is no doubt about it. The original was written in Lucius's own hand. I understand now what that text has cost you. This voice from the depths sounds more the power of a demon than a saint. The sacred texts are always difficult to interpret, but what is written is written. Das ist wieder so typisch Kieche, ne? Wenn man was sagt, was denen nicht passt. Ab mit seinem Kopf! Who were you hoping would give you asylum? We were hoping to reach Al-Sad. The Inquisition won't chase us into the den of their enemies. Our research won't interest the Bridge Alliance, or at least I doubt it. But at least we'll be safe. By entering Al-Sad as clandestines, you risk being taken for spies. That would be better than being burned at the stake. True. Did you try speaking with the censors? You could forget what you have discovered, perhaps. Oh, we have signed already an abjugation stating that we misunderstood the sacred texts of St. Lucius. We were even ready to say that we had never seen the true text, or anything else that would have pleased them. It served no purpose. It's our lives they are after. I see. Well, you have no other choice but to run and seek refuge in enemy territories. I beg of you, please do not deliver us to them. Let us continue on this path. Ich würde sie gehen lassen. Ich bin da kein Freund von. Ich fand das albern. Wer Kritik nicht ab kann, der braucht das gar nicht. Nee, ich würde sie gehen lassen. I don't have the heart to deliver you to the Inquisition, but I cannot do much else to help you. Your smuggler is locked up. Maybe there are others in his band that can help you. Be careful and discreet, and you will survive. Oh, thank you, sir. You are a just man. May the Illuminated protect you. Thank you for having heard us and helped. You are truly full of kindness. You have a kind heart, Greenblood. It'll be the end of you. It doesn't bother me. I wouldn't have wanted those poor buggers to end up on a burning pyre. It would seem that I'm not the only one with a tender heart. Gut, wir haben immer noch die Kleidung an. Kurz nochmal auf die Karte luken. So, wir können ihn darüber informieren. Das wird aber ein unangenehmes Gespräch. Aber für die XP müssen wir es mal machen. Also flitzen wir mal kurz hin. Schuh. Flitz, flitz, flitz. Kommen wir auch hier lang? Natürlich nicht. Dann einmal nach rechts abbiegen. Ups. Und einmal nach links abbiegen. Flitz, flitz, flitz. Also Laufwege haben sie toll hingekriegt. Würdest du mich jetzt bitte durchlassen, Schankedön? Da steht er in Rüstung und betet, ja. Der hat vor allen Dingen die gleiche Ausrüstung an wie die beiden. Also die waren wirklich auch von seine Leute, die er verrät, weil sie etwas gesagt haben oder gefunden haben, was ihm nicht gefällt. Sir Desade, to what do I owe the pleasure? It pains me to inform you that the heretics you seek have fled. Curse them! How could that possibly have happened? So ein Mist. Leute mundtot machen, nur weil sie nach Fakten suchen. Ja. Nicht nur das, auch wenn sie einfach nur unangenehme Wahrheiten für die Leute suchen. Ich würde sagen, wir lügen. Er hat uns ja jetzt auch nicht die Wahrheit erzählt, also fühle ich mich jetzt auch nicht bound by honor, ihm gegenüber ehrlich zu sein. Have found protection with the ambassador of the Bridge Alliance.
I would not have been able to capture them without risking a diplomatic incident that my uncle would have condemned. The bridge. Oh, jetzt haben wir... Those heretics have turned to them. But I had hoped that you might intervene quickly enough to stop them. Tut mir das aber leid. It is truly regrettable. We have nothing else to do but pray that the Luminous might shield us from their lies. Farewell, Excellency. Level up. May the light guide you, Desade. Der wirkt auch nicht wie das aufrichtigste Kerlchen, muss ich sagen. Nun gut. Level up, was bedeutet das? Ein neuer Fähigkeitenpunkt. Ich würde halt wirklich eigentlich gerne... Aber da jetzt ein Level up rein zu investieren, nur damit ich diesen Degen bekomme? Nee, wir gehen erstmal den Magierweg, würde ich sagen. Oder gehen wir direkt auf Heilung? Und wir gehen erstmal bis zur Heilung und dann machen wir hier den Ring-Damage und Schattenexplosion und diesen ganzen lustigen Kram. So, ich glaube, wir haben jetzt alles. Bis auf den Jungen abgeben, aber das können wir machen, wenn wir mit Konstantin zurückkommen. Das heißt, wir gehen jetzt Konstantin suchen. Jetzt haben wir alle anderen Probleme gelöst. Jetzt kümmern wir uns um unsere eigenen. Ich weiß nicht, ob das so gesund ist, aber in dem Spiel ist es jetzt wohl so. Das ist auch mein Gebäude hier. Ach, das sind hier diese Söldner, ne, wo Kurt auch einer von ist. Halt, Loot. Vielen Dank für Biestessenz, Roheisenerz und Weißdorn. Noch mehr Loot. Kieferharz, Biestessenz und Weißdorn. Ah, diese Krankenmasken. Tote. Alter. Ich bin nicht so richtig traurig, wenn wir hier wegkommen, muss ich sagen. Außer da, wo wir hinkommen, sieht es genauso aus. Dann vielleicht. So. Dann schauen wir doch mal. If you had any idea who I am. Open up, imbeciles! I have a ship to catch! That vulture of a tavern master was right. It is Constantine's voice. It's coming from the floor above. Sounds as if he's locked up. And I have a feeling they're expecting company. Be careful. The slightest itchy word to these brutes will have them drawing blades to scratch it. Negotiation may be the solution. As you say, this breed of brutes won't spit on ransom money. What a waste. I'd rather sneak around them than give half a coin to these seedy fellows. Ja. Das Problem ist ja jetzt wieder, man kann nicht durch Türen gucken. Das heißt, wenn ich hier einfach reingehe... It's not possible just now. It's blocked. It's blocked. Gut, so viel dazu. Da müssen wir hin. Feinderkennung. Wenn du dich im Schleichmodus Feinden näherst, erscheint über deinen Köpfen eine Erkennungsanzeige. Wird deine Gegenwart bemerkt, fühlt sich die Anzeige, bis du schließlich als Bedrohung wahrgenommen wirst und ein Kampf auslöst. Aha.
Oh. Lol. He's making a great deal of noise. We could knock him out or gag him. Ich habe nicht eins dieser Poster gefunden. Das hat ja wunderbar funktioniert. Könnte ich vielleicht... Danke. Wow, was war das? Achso, ich muss das wieder loslassen. Ich sehe halt einen Scheißdreck. Aha, jetzt sehe ich was. Das ist gut. Ich habe wieder kein Mana. Ich glaube, wir haben gewonnen. War jetzt nicht die Art und Weise, wie ich es eigentlich lösen wollte, aber okay. Ich finde es schön, dass man da hätte auch vorbeischleichen können, wenn man nicht ganz so blöde wäre. Oder wenn man Wissenschaft hätte, halt einen anderen Eingang nehmen. Schlüssel zu Konstantins Zelle. Sehr gut. Also hier könnte man halt als Dieb viel machen, ne? Du kannst halt rumschleichen, Schlösser knacken, dann musst du viele Kämpfe gar nicht machen. Und wenn sie es dann auch noch so gut gemacht haben, dass du quasi trotzdem gleich viele Erfahrungspunkte kriegst, dann ist das wie ein gut gemachtes Pen and Paper. So gut, jetzt haben wir einmal mit der Haut drauf Methode angefangen. Und die Banditen einfach getötet. Dann können wir jetzt auch alle... wir haben wieder... Warte, noch eine zweite Option. Schlüssel verwenden. Haben wir nicht. Belastend. Okay. Goldmünzen und Munition. Wir sind ein toller Adliger. Wir rauben die einfach aus. So, und von hier wären wir bestimmt gekommen, wenn wir den anderen Weg hier hätten. Wollen wir mal gucken, ob wir hier noch Gegner gehabt hätten. Guck, das wäre hier bestimmt kaputt gegangen. Das wäre bestimmt die Tür gewesen. Wetten? Jawohl. Und dann hätten wir nicht einen einzigen Gegner bekämpfen müssen. Naja, doch, wir hätten irgendwie das Schloss knacken müssen oben wahrscheinlich, ne? Ich meine, wir haben ja den Schlüssel gefunden. Das heißt... Wisst ihr was man uns noch nicht erklärt hat? Oben über meiner Lebensleiste sind so 2,5 Balken, die so aussehen wie Schilde. Was ist das eigentlich? Haufen Zeugs. Hübsches Bild. Whoever das ist. Ein Haufen sinnloses Zeugs. Ein Spiegel. Ein altes Bestick des Wams. Wollen wir uns das mal angucken? Ui. Es ist schlechter, ich gebe es zu, aber es sieht cool aus. Das ist mal fancy. So, wo ist er denn jetzt? Schlüssel verwenden. So, Bruder. Nee, Vetter. This has been monumentous, gentlemen, but I have more important things to attend to. An island to govern, treaties to sign, riches to expedite, and a demanding father to impress. Constantine, it's me! My dear cousin! Oh, my lucky star! Always there to pull me out of my fight. I do what I can.
We're departing soon. Your father wasn't pleased by your absence this morning. Have you ever seen him happy about anything when it comes to me? You know what he thinks of me. He cares about you. I know that. He appointed you governor, didn't he? He is ridding himself of a source of constant disappointment. Enough said. Today we set sail for adventure. Adventure. Well dann. Was ist denn dann? Ah, wähle Konstantin. Rüste Konstantin mit seiner Kleidung. Okay. If you only knew how these river scum treated me. Do me a courtesy, good cousin. Now that we stand boldly alongside the brave Kurt, let's give them their money's worth. There's no one left to pay, Your Highness. The brave Kurt and your cousin have already settled the books. Really now? What a shame. I would have loved to have seen that. We've nothing left to do then than to board our ship. An adventure awaits us at the end of the street. Zählt das? Sag dem Captain mal, dass du bereit bist. Er kriegt meine Reisekleidung, die ich vorher anhatte. Na dann, da wir draußen eh alles umgebracht haben, können wir auch wieder durch die Vordertür gehen, wenn ich sie denn wieder finde. Da. Ja, wir haben hier vielleicht aufgeräumt. Hüpf. So, ich würde sagen, wir haben das Intro geschafft. Also zumindest. Finde Konstantins Kleidung. Nein, wir haben es doch nicht geschafft. Nochmal zurück. Wir müssen ja noch seine Klamotten finden. 13 Meter. Kannst du noch ein bisschen langsamer die Stufen klettern? Sind das seine Klamotten? Ich bin verwirrt. Nein. Oben. Ach. Manchmal. Ja. Gamefreak eigentlich Rüstungsbruch. Rüstungsbruch könnten die Schilde natürlich sein. Theopraktisch. Aber so richtig erklärt wurde es ja, glaube ich, trotzdem nicht. Suchgebiet. Was ist denn ein Suchgebiet? Gibt es irgendwie so ein Ping oder sowas? Nee. Hatte ich hier nicht schon alles gelootet? Achso, die ganze Etage ist das Suchgebiet, oder was? Ich bin verwirrt. Mein Bester, wo ist deine verfluchte Kleidung? Halt, hier bin ich gerade rausgerannt. Schlüssel zu Konstantins Zelle. Sehr gut. Hä? Wo war er denn drin, verdammte Axt? Ich bin so ein verwirrtes Kind. Lass mich raten. Ich habe seine Sachen schon. Ich bin einfach nur zu intelligent. Nee.
Altes Bestick des Wams. Oh Mann. Ja, alles klar. Fail. Gut, dann sagen wir ihm noch, dass sein Schiffsjunge wieder da ist. Und dann sollten wir doch abreisen können. Mann, 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 Mann. Ei, 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 ei. Oh, Blut. So, können wir nochmal mit Sir de Cossillon sprechen? Your Highness, I'm happy to see you. Your absence this morning worried both your father and me. Come now, Sir de Corsilion. My father may have been angry, outraged, or disappointed, but he's never worried about me. I'm sad to have caused you any worry, though. Would you believe I was rotting away in a sinister jail, guarded by thugs ready to kill me? Though still seeing double from last night's drink, I was preparing an ingenious escape plan when... Ta-da! My dear cousin jumped up out of nowhere and saved me. I'm quite the fairy tale damsel in distress. You might have refrained from the company of bandits the night before such an important departure. Take away the risk and halve the pleasure, de Corsillon. It is the salt of life. I fear that some of my teachings have been misunderstood. But you wanted to ask me something, de Sade? Ach, dann bin ich abgeschnitten. Nee, das haut auch nicht hin. Das müssen wir schon so lassen. Dann muss ich bei sowas das nächste Mal die Hand viel höher halten. What will be your official title on Tier-Fredi? Or are you just here to keep an eye on us? Come now, don't be ridiculous. I'm coming in the capacity of official advisor, nothing more. But His Highness has also asked me to report to him on certain strategic observations. I am therefore required to take note of all events, chart the island and its resources, but also obtain as much knowledge as possible concerning the more dangerous creatures of the island. Your help will be extremely valuable to me. I've no longer the legs of an adventurer. It's always a privilege to help, Master. I need to be leaving. I have quite a few things to do before we raise anchor. Eigentlich nicht. Wir haben jetzt alles erfolgreich erledigt. Wollen wir noch mal ins Questbuch gucken zusammen? Nebenquests. Informiere Captain Vasco. Ah, die Fracht haben wir nämlich noch nicht erledigt. Aber wir können ihn darauf ansprechen, das wissen wir ja. Haben wir noch andere Optionen? Nein. Na gut. Ja, der wird das nicht machen. Sir? Constantine d'Orsay, future governor of Tier-Fredi. I'm enchanted, Captain. I am eager to board your ship. Enchanted as well, Your Highness. I hope you enjoy your voyage. Are you ready? Can we weigh anchor? We should be able to set sail with the tide, as agreed upon. My cabin boy, Jonas, is back on ship. I have you to thank, I imagine. You do. It's a rather sad affair, and though solved, leaves a broken family behind. All we can do is plot a course. No one tells the wind what to do. I do thank you. I didn't think you'd go to so much trouble for a cabin boy. Your actions bring you honor. I have a favor to ask before we leave. I'm all ears. We would like to load some merchandise into your ship's hold. Impossible. You're too late for that. All merchandise must be registered at the Port Authority, and the formalities are long. So, unless you're asking me to turn smuggler and hide contraband on my vessel. I wouldn't go that far. We're only talking about a few crates after all. Well then, they'll have to wait. The next ship for New Serene leaves in a month. Hellfire.
that shipment doesn't leave today, the commander will have my hide. Captain, Die Übersetzung I war gut. understand your position, but isn't there some way we can get these crates on board? Listen here, I haven't forgotten what you did for our Jonas. I Ooh. would gladly do you the favor, but my quartermaster is more stubborn than the tide. He is convinced that thugs want to use our vessel to bring who knows what aboard. And, because of that, he's placed guards to watch over the registered merchandise before they're loaded up. All that I can do for you is to write your crates into the ship's manifest. If you manage to get them into the warehouse, they'll find their way into the ship's hold. And with the manifest, the crazy Gustavo won't see nothing but smoke. Please try and avoid roughing up those brave guards. They are my fellow Norts, after all. Be back soon, Captain. Das klingt doch nach etwas, das wir tun können. Da ist Loot. Naja, er kriegt natürlich die fancy Kleidung. Das ist richtig. Können wir hier wieder runter? Danke. Aber er ist hier auch der Gouverneur und wir nur ein Gesandter. Darf man ja nicht vergessen. So. Captain, sir, we were given orders to wait here with the merchandise. The way is clear. It's time to get going. Do your best to be quick and quiet about it. You won't have much time to move it. Don't you be worrying now. We're off. The warehouse is at the end to the right there. You can't miss it. Move out. Quick steps. Irgendwas haben wir vorher schon getan, das uns jetzt geholfen hat. Ich soll mit irgendwem sprechen. Nee. Wie immer total verpeilt. In Neu-Serene. Da fahren wir hin, oder? Nein. Ah, ich habe wahrscheinlich die Wachleute abgelöst. Stimmt. Ich gehe jetzt nochmal hier hin, aber sonst ist Neu-Serene wahrscheinlich der andere Punkt, wo wir dann hinkommen, wenn man hier diese... Ja, ich bin blind. Guck mal, was da hängt. An die Familie des reichen Mannes, der uns provoziert hat. Wir haben ihn und werden ihn töten, wenn ihr uns nicht großzügig bezahlt. Sehr gut. So hätte man das also auch lösen können. Ist gut, dass das quasi noch rauskam durch das Gespräch, das die gemacht haben. Jetzt hätte ich das nie gecheckt. So you're back. Right then. What about our business? We can guarantee that your merchandise will leave with us. Thank you, Your Excellency. And bravo, Kurt. The commander will be most pleased. The cargo shall make the voyage. But who will be at its reception once it's arrived? That shall be your next mission. Once you reach New Serene, go and find the quartermaster. He will give you new instructions. Until then, I wish you a safe and pleasant voyage, Your Excellency. Kurt, good luck. Nun, dann würde ich sagen, jetzt haben wir wirklich alles geschafft, sagte er, guckte ins Buch und fand noch irgendeine Nebenquest. Nein, jetzt haben wir's. Juhu! Dann mal los. Okay, du hast mich ja überzeugt. Ich guck mal rein. Hast du Kleidung? Waffen. Wow, schade, dass ich es nicht tragen kann. Ein besserer Magierring. Irgendwie muss ich ja sagen, weißt du, für einen Magier würde doch eher so was Elegantes, sowas passen, als dass man mir standardmäßig sowas hier erlaubt. Das ist halt wirklich eher Kleriker oder so. Was soll denn der kosten? 152. Ja. Achso, ich wollte eigentlich eine Kleidung gucken. Gedächtnis von 12 bis Mittag, der Boy. Hast du Kleidung?
Guck mal. Das ist diese Captain-Geschichte von den Nords. Ein altes, fleckiges Hemd. Aha. Na gut. Mal gucken, was wir auf der Insel finden können. Lasst uns abreisen. Seid ihr bereit? Das Tutorial endlich zu beenden. Oder die Anfangsinsel. Wir sind bis jetzt einmal gestorben auf dem zweithöchsten Schwierigkeitsgrad. Mal gucken, wie oft das noch passiert. Oder ist noch Loot. Ei, Captain. So, are you ready? Can we weigh anchor? We should be able to set sail with the tide, as agreed upon. Permission to board the ship. We are ready. Certainly. But keep in mind that we'll be at sea for several months. Mhm. If you have any farewells to make or any final business to put into order, now is the time. Nein, wir haben My alles. house is in order. We are ready to embark. Perfect. Follow me. I am so eager to discover Tir Freddy. My isle. My new city. You'll need to arm yourself with patience. The voyage will be long. I've been told the trip lasts months. And they say the place is full of gigantic creatures, as big as buildings. That's right. I heard a rumor the Nords even brought them back in one of their ships. I doubt that. The Norts are strange, but they're not idiots. Da ist Loot. Das ist aber auch ein schönes Schiff. Ob wir das gleich noch in seiner vollen Blüte sehen können. 2 Heiltränke nochmal. Ist das nur mein Rollenspiel denn, der klingelt? Na, dann gehen wir mal auf ihn zu. Those conniving, pista-stilling, bridge-building liars. The creature was supposed to be out for days. They'll pay for this. What the hell manner of cargo are you transporting? Help! We need ropes! We must contain it! Help! Come now. Let's lend them a hand. Guten Tag. Watch out! Take a step back, sir! Cut! Captain! Keep my cousin safe! Natürlich. 1v1 me! Mann, ich kann ja alles damit blocken. Gut, dass er nur noch ein Bein hat. So, jetzt versuchen wir das nochmal. Stasis. Aha, das funktioniert also. Mein Mana regeneriert sich auch wieder, das heißt, auf Zeit zu spielen ist eine Option. Heftiger Angriff und raus, 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 raus. Ah, ja. Oh, 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 oh. Unangenehm, unangenehm, unangenehm. I'm invincible.
Oh, das Timing war bad. Nein. Ich muss bedenken, dass der dann noch trinkt. Dass der Gute dann noch trinkt. Dass er nicht sofort heilt. Welcome to Dark Souls. Okay. Ja. Wo hat denn er jetzt gespeichert? Ah. Alle Nebenquests erledigt. Gut. Gut. So, are you ready? Can we weigh anchor? Kleiner We Rewind. should be able to set sail with the tide, as agreed upon. Permission to board the ship. We are ready. Certainly. But keep in mind that we'll be at sea for several months. If you have any farewells to make or any final business to put into order, now is the time. No, my house is in order. We are ready to embark. Perfect. Follow me. I am so eager to discover Tear Freddy. My isle. My new city. You'll need to arm yourself with patience. The voyage will be long. I've been told the trip lasts months. And they say the place is full of gigantic creatures. As big as buildings. That's right. I heard a rumor the Nauts even brought one back in one of their ships. I doubt that. The Nauts are strange, but they're not idiots. Der Spruch kommt natürlich umso besser, wenn man jetzt weiß, was hier jetzt passiert. The beast is awoken! Those conniving, pista-stilling, bridge-building liars. The creature was supposed to be out for days. They'll pay for this. What the hell manner of cargo are you transporting? Help! We need ropes! We must contain it! Help! Come now. Let's lend them a hand. Und das ist mit seinem Bein aber auch jetzt schon, bevor das Ding auf seinen Rücken knallt. Take a step back, sir! Autsch. Ich finde es interessant, dass jetzt der Mast wieder verschwunden ist. Hey, my friend. Dann müssen wir es halt so machen. Oh Mann, das hält aber lang. Ist halt auch ein Zuhit für das Viech, ne?
fall doch um. Meine Güte. Kommt da einfach mal ein Riesenwaldschreit aus dem Schiff gebrettert. Abreise verzögert wegen Schiffsschäden. Genau, Game Freak, so sieht's aus. Wo habe ich auf einmal die Pistole her? Greenblood, how do you fare? Fine, fine. It is dead. Are you wounded? I'm well. Your lessons have proven effective. I've never seen a beast this size. It's quite extraordinary. Cousin, what a fight. You were illustrious. I'm not of the same mind. I had the feeling it was already weakened. Nothing more than finish it off. Your humility remains a constant. But believe me, that battle was absolutely epic. Okay, wir hinterfragen mal nicht die Logik, wo ich auf einmal diese Pistole her hatte. Aber hübsches Wesen. Und wir haben noch Level-Up-Punkte. Ich bleib mal bei dem, was ich gesagt habe. Wir können noch ein Attribut dazu wählen. Ich würde fast sagen, mal erhöhen die Willenskraft, damit wir mehr Mana haben, oder? Oder erhöhen wir unseren Schaden? Machen wir uns wirklich zur Glaskanone. In den Innentaschen meiner Jacke. Genau, ja, da habe ich immer eine Pistole mit einem Schuss. Auch wenn die Kugel eigentlich nicht für den Waldschrat, sondern für Jacks für jemand anderen gedacht war. Komm, Glaskanone. Wir spielen ja nur auf schwer. Was soll schon passieren? So, Mister. Ach, das war gar nicht sein Schiff. Wir sollten nur hier lang, weil es hier gesperrt ist. Okay. Nun, ich würde festhalten wollen. Wow, schöne Schiffe. Das Gerücht, das unser Cousin gehört hat, war wohl der Wahrheit entsprechend. Gentlemen. Your cousin's enthusiasm is most impressive. This journey is his long-awaited chance to prove his worth. He is a demanding father. More likely he's just happy to be free of this hornet's nest. I definitely know I am. That's certain. Mal gucken, ob wir aus dem Nebel rauskommen. Game Freak. Lively now, lively! Catch me a win! Anker lichten und auf zur Insel. Tschüss, Mama. Ich bin gespannt. Den Screenshots nachzuurteilen, die man beim Kaufen sieht, wird das jetzt alles ein bisschen farbenfroher. Aber ich bin gespannt. Das ist eine schöne Fregatte, würde ich vermuten. Gefährliches Halbwissen über Schiffe. Eins ist mir jetzt klar, das Game werde ich selber noch mal spielen müssen, sagt der Game Freak. Erklärst du mir warum? Also, machen wir, ist ein gutes Spiel, soll gut sein, aber warum? Er hat andere Klamotten an. Yay. Sieht aus wie ein riesiger Fels.
charming, welcoming. Gentlemen, I am Constantine of House Orsay, your new governor. I have no idea what sort of ceremony you've prepared for my arrival, but I would gladly skip it, so... Indeed, these are rather peculiar customs. I see, it seems you were quite intent on serving me a drink. Hello? Cat got your tongue, gentlemen? Would it be those annoying beaks? I am truly sorry. These doctors should have shown a greater measure of courtesy. Thank you, dear doctors. Move along. Don't trouble the Nords. Pay no attention to them. Instead, just drink. The long voyages at sea require the appropriate treatment as soon as we land. According to our scientists, without fortifiers, you might catch your death, and that would be quite regrettable. I should have chosen death. This concoction is liquid torture. I would think that they would have warned you on the ship. No, not in the slightest. And you must be Lady Morange, my predecessor. You are correct. There you are! To your health. Aha! You got your dose of bile too. Allow me to present to you Lady Morange, and to you, my dear lady, my most trusted cousin. Where is the captain? He seems to be preoccupied with some sort of admiral. Indeed. Then I will have to thank him later for this most marvelous voyage. Excellency, lead me to the palace, I beg you. And, whenever possible, go by way of all the intriguing alleyways. I am dying with impatience to discover this new city. My city! Your Excellence, we must wait for our escort. No need. Have no fear, for I am here to defend you, my lady. Ja, natürlich. Scullied. How so? My admiral laid me off. My cousin was nonetheless delighted with your services. I hope there was no misunderstanding. None, I'm sure of it. She just ordered me to give you any assistance you might need. This request doesn't seem to please you. Don't take offense, but it's not pleasant for a captain to abandon his ship. Understandable. Here I am at your service for a while. Oh. Ah ja, er ist quasi grün. Ich verstehe. Also, ne, Rot, Grün, Blau, Magier, Schurke und so weiter. Ich will ihn nur nicht Schurke nennen, weil eigentlich ist er ja keiner. Genau. Okay. So, wir schauen uns jetzt ganz kurz das Schiff an und ich mache eine kurze PP und bin in, keine Ahnung, einer Minute wieder da. Kann ich das? Ich gehe mal nicht davon aus, dass da irgendwas Schlimmes jetzt passiert. Ergo, schaut euch diese wunderbaren Schiffe an. Bis gleich. So, der Ton ist schon mal wieder da. Das Bild jetzt auch. So. Wir haben es geschafft, würde ich sagen, das Tutorial. Oder den Prolog.
nichts davon ist wirklich besser. So, ich finde das Setting übelst nice, dieses Fantasy-Karibik-Flair. Ja, das haben sie auf jeden Fall gut gemacht. Wie gesagt, bis hierhin hatte ich es schon mal gespielt. Ich glaube, noch 10 Minuten weiter. Ist aber auch schon eine Weile her. Mit dem Krieger, tatsächlich. Da hatte ich ein anderes Outfit. Es war dann so ähnlich vom Kurt ein bisschen. Aber gut. So. Er ist also jetzt quasi wegen uns gestrandet. Es tut mir auf der einen Seite ein bisschen leid. Auf der anderen Seite wird er sicherlich eine nützliche Unterstützung sein. Auf der dritten Seite frage ich mich langsam, was wollen die alle wirklich? Weil Kurt untersteht uns ja auch nicht wirklich. Und Vasco, naja, auch nicht. Also haben die bestimmt irgendwelche eigenen Ziele und sind nicht nur da, um uns wirklich zu helfen. Ich bin gespannt. Okay, was ist unser Job? Triff dich mit Konstantin im Palast. Das ist ein typischer Hafen. Gucken uns nebenbei mal noch so ein bisschen um. Upsala, auch wenn wir Crafting nicht in erster Linie skillen. Aber so der erste Eindruck ist es zumindest deutlich weniger neblig und ein bisschen farbenfroh. Hier liegen nicht überall Leichen rum. Das ist auch schon mal ein schöner Anblick. Also für so ein Intro, für so ein Spiel, das ist gut rübergebracht, sag ich mal, wie die Stimmung in unserer alten Heimat war. Das ist halt wirklich so... Alle sind krank, es geht ihnen beschissen, das ist eine übelste Seuche, so Pest-Style. Guck mich nicht so an, sonst gucke ich dich an. Also schon interessant. Da wird gearbeitet, die Frau wascht Wäsche, okay. Ah ja, da ist ein Händler und ein Haufen Fragezeichen zu entdecken. Das Kupferviertel haben wir entdeckt. Hm. Und mal gucken, was es hier für Klamotten gibt, um uns anzupassen. Excellency, welcome back to my modest shop. It is an immense honor for me to be of service to such noble clientele. What might I do for you? Schenk mir all deine Waren. Guck mal, jetzt gibt's die gleiche in Blau. Viel zu teuer, aber in Blau. Jede Menge Pistolen. Ach, guck mal, ein Inquisitorengewand, damit man sich da einschleichen kann. Und ein Alchemistengewand offensichtlich. Aha. So, dann haben wir jetzt auch mal einen hübschen Mantel, würde ich sagen. Ich glaube, das geht tatsächlich nicht. Die Pistolen nicht. Nee. Das wäre aber auch so piratentechnisch, glaube ich, gar nicht so realistisch, sag ich mal, weil die auch immer nur eine Kugel hatten. In ihren Gewehrläufen damals. Das heißt, du müsstest halt jeden Schuss sowieso nachladen. Da ist noch was. Oh, ich darf nicht. Attention, soldier. Let me pass. I must see the chief of your village. Die hat auch dieses Ding an der Seite. Wie wir. Now, who would you be to seek an audience with the governor? I am Siora, daughter of Bladnid. My mother is Amal, the chief of our clan. I am here as an emissary of my people, and I must see your chief, your governor. So you are a princess, then? A what? Let her pass. Your Majesty, I shall present you to the governor. Come. Princess, Majesty, you are most confusing.
but thank you for your help. Ach, jetzt muss ich einen abgeben. Ja, mega. Ich will aber nicht. Kurt, ich komme mal kurz ohne dich klar. Sorry. Hat das Mädel Hörner? Ja, kind of. Irgendwie sowas. Aus Holz. Geht mal mit ihr. Honor Manawi, do you need something? I've never heard you talk about your father. Who was he? He was the Donega. Sie steht deutlich über mir. He died many cycles ago, but this memory is still painful. So we usually avoid the subject. What happened to him? He was killed as he tried to escape the lions who wanted to capture him. My mother never really recovered from it. This is one of the reasons why she decided to go to war. Anything else? The first time you saw me, did you really think I was a native? Aside from the way you dress, you resemble a native. I have never seen an Onol Manawi amongst the Renaigse before. Is it so surprising that I made this mistake? Weder noch. No, I understand. And I hope that this singular appearance makes me more attractive to you. Perhaps if your difference wasn't merely physical, but your heart is evidently the heart of a Renaigse. Anything else? I must leave you. See you later. Vielleicht können wir das Gespräch später nochmal führen, wenn wir uns besser kennen. Ich vermute mal nach oben, wie der Pfeil nach oben anzeigt. Gut. There you are, dear cousin. What is this? Who is this amazing person in your company? I am Ciara. Sieht ziemlich blass aus, finde ich. Daughter of Meb. My mother is the Mal, the chief of our clan. I am honored to make your acquaintance, Ciora. This is incredible. You look so much alike you could be related. If you would allow me, Princess, I would like to confer a mission to my cousin. You need to visit the governors of the bridge and Kaleme to give them my formal regards, that sort of thing, but also to discover what they've managed to learn. They've been here much longer than we have. Perhaps they've made some inroads to finding a cure for the Malachor. Forgive me, Mal, but I have a request for you. My people needs your help. I thought we might discuss matters together at leisure, but please, speak your piece. The Lions, the Bridge Alliance and my people are at war. My mother has sent me to you in search of allies. I fear that without your help, our clan will suffer great horrors. We have already lost so many souls. This seems a sensible request. You know, though, we cannot go to war with our neighbors. Perhaps there is a way to negotiate a ceasefire. The time to see things more clearly. Excellent idea. I would be completely lost without you. Go and parley with, the Queen, dear cousin. Try and put an end to confrontations for the time being. I will come with you. It will take more than one person to convince my mother to lay down our weapons. Perfect. Take Kurt along with you and anyone you feel useful. I've been told that the roads are not safe. Safe travels, dear cousin. And what else is that? I wouldn't want anything bad to happen to you. Hübschen Thronsaal hast du. Na gut, ihr zwei. Dann auf. Let's go.
Dann schauen wir mal, wer noch so alles was auf dem Herzen hat unterwegs. Ich glaube, da ist der Erste. Thank you for coming. I know that you're very busy, but I need your help. I'm listening, sir. This island is vast, and we only know a tiny part of it. As you know, your uncle has asked me to draw maps to facilitate the merchant's travels. Alas, I'm slightly too old to be roaming the paths, setting up camps here and there. So I'd appreciate it if, as you travel, you mark the places you deem to be safe on your map. Very well. I will take care of it, Professor. Excellent. I knew I could count on you. One more thing. Do you remember that gigantic creature that you defeated in Serene? Bringing a specimen to the city was obviously not a good idea. An accident was inevitable. But according to my sources, there are others of them on this island, and your uncle wishes to know more about them. I know that a scholar of the Alliance, Professor Serafedin, has also taken an interest in these creatures. I tried to contact him, but apparently he disappeared during an expedition to study them. Naturally, I cannot ask you to rummage through the entire island looking for him, but if you can find any trace of him, his studies on these giant creatures could be immensely useful. Very well. If I find anything out, I'll let you know. The road to knowledge is long and difficult, but this is the price of wisdom, Desade. Das hätte ja keiner kommen sehen können. Ja, genau. Na dann. Das müssen wir noch erledigen, ja. Da hätte man auch mal sprechen können, okay. Schade, haben wir so ein bisschen wie verpasst. Hier ist noch ein Händler. Vielleicht nehmen wir den mal auf den Weg mit. Loot. Halt. So. Na klar. Why are you dressed like this? Hello. I'm not one of your people. I'm the legate of the merchant congregation. Ich sag dir, das hängt hier mit dem... Is that someone important? Indeed. I'm in charge of diplomatic relationships with other nations. So you'll be able to help me. My chief sent me to trade some items with your village, but there are these Bod Irony who do not want me to set up shop here. These what? Bod Irony. The Ironbacks. The warriors who protect this village. Every time I come, they take my items without giving me anything in exchange. Please, I don't understand how things work here. Very well. Stay here. I'll try to clear this up. Allah Redar on Olmenawi. May the earth always be sturdy under your footsteps. Okay. So, one step after the other. Ich sehe schon, wir haben wieder einen Haufen Krams dann abzuarbeiten. Das wird dann ähnlich sein wie im Prolog. Lass uns aber doch erstmal gucken, dass die Waren hier angekommen sind. Hello, Your Excellency. What can I do for you? We've come to find you regarding the merchandise that Kurt was taking care of. Ah, the commander's cargo, yes. I was told that had come in. And so he's got you working on this. Lucky Kurt. It helps to have friends in high places. Is everything in order? Alas, no. No. Our merchandise has been unloaded into one of those dock storehouses. They're well guarded. A little less at night, but in spite of that, we weren't able to get them back. Since these crates are registered in the ship's manifest, make an official request. The modification of the manifest might have fooled a quartermaster, but it won't fool the Port Authority. We'd have too many details to explain to them, and our commander would not like that. What? Is he waiting for us to bring them to him then? No, of course not.
But Kurt needs to find the right storehouse, as well as a discreet way to get in. And he must also mark the crates that belong to us. Why is that? They're already marked with an inscription. Most of the men are illiterate. A coloured mark will stick out for them to find, but they need to be quick about it. They won't have the time to decipher a name. I see. Well, let's see what we're able to do. Is there anything else? Einmal mit Profis arbeiten. Alter. Dann nimm einen mit, der lesen kann. Die Kiste, die Kiste, die Kiste, die Kiste raus. I met an islander in the streets who was complaining to me about the guard's behavior. Really? It would seem that patrols have confiscated the goods he was hoping to sell several times. Oh, I see. Indeed, I've been told about this man. The problem, Your Excellency, is that our orders are strict. Merchants who do not have a patent ratified by the minister cannot sell their goods in the street. And since your islander doesn't have one, I doubt he even knows what it is, my men have no choice but to confiscate his knickknacks. I see. Thanks for clarifying that. I'll talk to the minister. Is there anything else? Nein. No, thank you. Alle Klarheiten beseitigt, wie immer. Your contraband, and now you want to sneak into one of our warehouses. Kurt was given the order. If we want to help him, we don't have a choice. I don't like this. Oh. But since I've been sacked, let's just say that this will be a little bit of revenge. How do we know in which of these buildings to find what we are looking for? I'm afraid we're going to have to take a look at all of them. That won't be necessary. My entire cargo has been placed in the warehouse closest to my ship. And if you wouldn't mind wearing some Nord clothing, we'll be less suspicious. I would like to avoid fighting with my own. The Nords are my family. Vernünftig. Meter ist ein bisschen weit weg. Gut. Gut. Okay, war wohl offensichtlich leer. So viel Tand, den wir hier einfach einsacken und keinen interessiert's. 24 Meter in die Richtung. Dann können wir ja sogar noch mal kurz mit der Admiralin sprechen. Nur wenn wir eh gleich einmal da sind, das ist doch praktisch. Bist du das? Sieht so aus. Ah ja, das sind Reisepunkte, ja? Ach, wie cool. Das ist also alles, was wir hier erkunden können. Guck mal. Das haben wir noch vor uns. Good day. Ui. My lord? Desarde. I'm the emissary of the congregation on Tirfredi. And cousin to the governor. I know exactly who you are. Enchanted. I am Admiral Cabral, and I see that you're accompanied by one of our own. Hardy wins, Vasco. Hardy wins, Admiral. You are still angry with me for keeping you ashore, are you not? You'll one day thank me for it, but I don't suppose you've come to talk to me about affectations. What can I do for you? Nix. I need to be going. Until we meet again, Admiral. Oh. Da müssen wir uns mal kurz umziehen. Suche nach einem anderen Weg und verhalte dich unauffällig. Hüpfen? Nein, hüpfen ist keine Option. Kein anderer Eingang. Hallo, Rubiusi. Ist hier noch ein Durchgang? Das sieht doch aus, als dürfte ich hier drüber klettern.
Interessantes Ausrufezeichen, das du da versuchst. Stimmt. Wir haben ja deren Kleidung an. Dann brauchen wir uns ja gar nicht verstecken. Oh, hier ist es dunkel. Da leuchtet was. No, these aren't the right crates. Und dann sind das die richtigen Kisten? No, these aren't the right crates. No, these aren't the right crates. Hier ist auf jeden Fall ein möglicher Weg. I need a bit of practice. Schade. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Dann gehen wir hier wieder raus. Und schauen mal, ob wir da hinten... Bevor wir da hinten irgendwo reinkommen. Er hat ja auch gesagt, das Warenhaus, das am nächsten zu seinem Schiff liegt, das müsste also das hier sein. Here are the crates we've been looking for. It appears that one of them has been broken. It's full of weapons. This is strange. I thought we armed the guards on the island. I wonder what the commander is up to. Never mind. Let's mark these crates and be gone from here. Jetzt wäre interessant gewesen, was Kurt dazu zu sagen hat. Wir werden es nie erfahren. Aber die Aufgabe haben wir damit erledigt. Und wir können uns fix wieder umziehen. Kann ich hier eigentlich irgendwie... Nee. Ich kann also immer nur an bestimmten Punkten die Gruppe wechseln. Das ist interessant. Okay. Zornestrank. Ich glaube, ich habe Blut übersehen. Naja. So, bin ich jetzt richtig gelaufen? Ja. So mehr oder weniger richtig zumindest. So, sind wir das jetzt durch? We have found a way into the storehouse and we have marked all of the crates. Perfect. I shall ask my men to follow the same path. One of the crates was damaged. I was quite surprised by what I found in it. Really? To be honest with you, the commander never told me what was in them. I received the order to deliver them as soon as Kurt accomplished his mission without any further instructions. For what it's worth, I thank you for your help, and I hope you can accept this modest token for everything you've done. If you have another moment, Your Excellency, I would like to ask you for your help. Schon wieder. A serious problem that I did not hear of until recently. A problem that concerns you closely. I'm listening. I was told that some of our soldiers have been extorting large sums of money from the town merchants under the pretext of financing their protection. Are you telling me that the guard is extorting merchants in our city? Indeed. Some merchants have been assaulted, and one of them has even been found dead. I hope you don't intend to conceal this information. If my cousin learns of this... Oh no, certainly not, Your Excellency. We intend to punish the guilty party with the greatest severity. But the merchants refuse to give us the slightest testimony. The guard frightens them, and rightly so. We won't be able to put a stop to these crimes without outside help. Count on me. I'll take care of it. Sure. No, thank you.
Charisma noch weiter aus. Ja, ja, das macht. So, dann haben wir gleich die Heilung. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Nur von Inkompetenz umgeben. So, das ist wirklich so. Oh. Na dann befragen wir mal die Händler. Und dann auf dem Weg machen wir gleich die Zulassung für den kleinen Händler. Greetings. You look like someone who would know how to use a blade. If you're looking for the best steel, you're in the right place. Weapons, armors, ammunition, I have it all. And if you have a special request, my associates will be glad to make it for you. Ich bin so begeistert von meinem Job. Der macht mir so viel Spaß. Kannst du das in meinem Gesicht lesen? I'm currently investigating an extortion case involving the guard. Are you one of the merchants who has been threatened? No, not at all. I've never heard of this business. Someone must have lied to you. Really? Come on. If you want these guards to be arrested, you need to talk to me. I mean no offense, but you won't be able to do anything. And snitching don't end well. I want to hold on to my business and my life. How about some new armor, Your Excellency? Jetzt bin ich ein bisschen unter Druck. Of course. The town isn't that big. We all know each other here. Poor Renault. We found his body on the street by the port. He was beaten to death. One of his associates half-heartedly took over the shop. Have the culprits been found? No. Listen. Nobody wants to talk about this. We don't want any trouble. It's been months since it happened. An investigation's not going to bring him back. You are obviously a victim of these bandits. One of your people is dead. Yet you refuse to help me. Why? It's precisely because one of our people is dead. Now, you can either buy something or let me get back to work. Because I'm not going to say one more word about this case. The law of silence is at work. Nobody saw anything, nobody knows anything. Oh. Na dann müssen wir wohl noch mehr Händler finden. Wir hatten doch hier noch irgendwo. Ich bin schon erfolgreich dran vorbeigelaufen. Welcome. It's such a pleasure to see you again. Have you seen anything to your liking? What might I help you with? I'm conducting an investigation. Apparently, some merchants are being extorted by some members of the guard. Really? That's terrible, Your Excellency. Oh ja, ganz schrecklich. It is my duty to ensure the safety and well-being of the citizens of our town. So please, if you have any information... I don't know anything. Really? I have only been here for a few months. My partner, who ran the shop before me, had a very bad encounter. And you fear the same thing happening to you. This is what happens around here. So I prefer to hold my tongue and do what is expected of me. If you denounce them, we could end this and charge these men for their crime. I can't take that risk. There are so many of them. Also, I would not be able to name them. Now, I would like to get back to my work. What we need is the money to return. Do you understand? We are very monitored. I see. In that case, I will leave you. Thank you for your visit. See you soon. Your Excellency, it is an honor. Hüpf. Schön, dass es so farblich markiert ist, wo man hüpfen kann. Das finde ich gut. Da sieht das auch so eine Blindschleiche wie ich. Come closer, good people.
Ist der gleiche, aber nicht derselbe. I am Oder so. pleased to welcome you to the best wine and spirit shop in Tearfredy. If you're looking for something to accompany a fine meal, or for a gift for someone, you've come to the right place. Thank you, but I'm not here for that. I'm conducting an investigation. Some merchants are being extorted by members of the guard. Are you sure? It's probably just a nasty rumor. Someone must have misinformed you. Come now. Der hat das I'm gleiche the legate of Gesicht the wie der congregation. If guards threaten you, Alchemist. I could arrange protection for you. Threats? No, I assure you. I was told a merchant had been found dead. Really? Oh, I didn't know. No one told me about that. What was his name? Come on, don't take me for a fool. You know very well who I'm talking about. I don't? Really? I don't. So, what sort of wine would you like to pair your food with? You need something strong when eating game? You're obviously terrified. Don't you think it's best to tell me everything? Listen, I've no desire to get into trouble. Please leave me. But if you don't help me, you will never be rid of these guards. I told you, I don't know what you're talking about. I didn't learn much. All these merchants are terrified. I think it will be easier to convince the one who lost his partner to help us. Aber wie? Ich meine, ich kann jetzt nochmal mit ihm sprechen, aber mal gucken. Mal schauen, was jetzt noch an Gesprächsoptionen aufgeht. I have a plan to stop the culprits, but I'm going to need your help. The next time one of these guards comes to squeeze money out of you, you must ask for more time. The man will threaten you, of course, and he will certainly bring his accomplices. But when they come back in full force to make you pay for your audacity, we will be there to apprehend them. And if your plan fails, I'll end up like Renault. You don't understand. Na, wofür haben wir denn Charisma geskillt? Are you not tired of giving them your share of the profits? And do you not want to avenge your partner? Poor Renault. He didn't deserve it. Perhaps you're right, and we need to act. I will do what you ask of me. But for God's sake, when they threaten me, intervene right away. Fear not. We will not let them harm you. When should they be returning? It's hard to predict. Given their habits, I would say in 2 days, maybe? Perfect. I will not fail you. Thank you for your visit. See you soon. Guck mal, da hast du deine Timed Quests. Und wisst ihr was? Wir machen auch in 2 Tagen weiter. Ha, 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 ist das schön, das ist so praktisch. So, gespeichert. Ihr Lieben, ihr Süßen, es ist um 11. Es wird Zeit, ins Bettchen zu gehen. Familienfest, die 3 Stunden. Und am Mittwoch, wenn alles nach Plan verläuft, haben wir nochmal 1, 2 Stündchen, je nachdem, für Greedfall. Und dann geht's weiter mit, ich glaube, die Season fängt dann schon an. Wir werden es am Mittwoch sehen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Hier komme ich mit der Maus jetzt raus. Jawohl. Wunderbar. Es war mir ein Fest. Wir werden uns Greedfall weiter widmen und auch ein bisschen das Umland dann noch erkunden. Wie gesagt, da wird es ein bisschen farbenfroher und unseren Gesandten weiter in die Story verstricken und schauen, was unser Cousin noch so alles anstellt und was hier noch so alles im Argen ist. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht und bis nächste Woche.